Ahoi und einen wunderschönen Samstag, das mal mit Arg. Ja, hi. Optimus, Servus. Äh, Es geht doch weiter. Mann, ja. Also ich bin gerade am Umräumen von der Base aktuell ein bisschen nebenbei. Jens gerade schon am Herstellen von Zaunfundamenten. Wir haben immer das Problem, dass uns ein paar so, Moment, ich schalte nochmal dazu, dass ein paar so Diplodocus immer wieder spawnen quasi, die einfach Hm? mal alle Saude durch die Du Map musst noch schießen. weiterreden. Mache ich doch die ganze Zeit. Ach so, ich Äh, war gar nicht gemutet, jetzt bist du da, okay. hm? Ich habe dich gemutet, passt schon. Also ich habe mich für dich gemutet gehabt, das war das Problem. Ach so, ach so. Auf jeden Hast Fall du müssen gerade wir mit jetzt, den Zaunfundamenten weitergeredet ja, oder hast du ja, auf mit jeden einem Fall müssen Satz wir wirklich quasi um aufgehört? jetzt um die Base rundum, also wo wir aktuell sind, machen wir jetzt quasi einen kleinen Zaunwall rundum, einfach weil da immer der blöde Diplodocus irgendwie runterspringt oder runterfällt und wir den eigentlich nicht wollen, dass er das macht. Ich habe irgendwie die Hälfte von meinem Zeug vorbei vergessen. Oh mein Gott, das hatte ich noch alles dabei. Scheiße. Irgendwas habe ich aktuell gerade vergessen. Ich habe versehentlich einsortiert. Ah. Ach, hast du die Objektkollision wieder ausgeschaltet? Habe ich wieder ausgeschaltet, ja. Aber, Ah, okay, okay. aber gestern schon. Gut, also Da habe ich es na, ich einfach. wollte nur wissen, ob ich mich drauf verlassen kann mit der Treppe. Nicht, dass ich da die. Diplo ist mein geringstes Problem da oben, sagt er. Wir machen sowieso zu an der Stelle. Von dem her, der ist leer. Werkbank ist auch leer. Oben ist ein Holz drin. Dann nehme ich mal, also nehme ich die Holzkohle mit. Nehmen wir aber Außenfreiheit noch mit, oder? Holz lasse ich da. Holz und Fasern kannst du da lassen. Oder, naja, ich weiß nicht, wie viele Fasern das sind, aber also vielleicht so 6 bis 12 Stacks kannst du mitbringen. Aber lass mal ein paar dort. Was 6 bis 12 Stacks kann ich mitbringen. Ich habe jetzt 2, 4, 6 Stacks dabei und es sind nur 6 da. Aber du hast 6 dabei, aber 6 sind noch drinne. Ja, Ja, dann lass es so. Passt. die So. gestrigen Kanos mit 180 plus kannst du dich noch erinnern. Ach, die sind da oben her. Oh, okay. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon geflogen bin von der Base. Bestimmt schon, ich weiß gar nicht, 7, 8 Mal jetzt garantiert schon. Weil der A-Gate kann zwischenzeitlich, glaube ich, jetzt. Moment mal. Zwischenzeitlich kann er 708 Kilo. Woll. Super. Ja, das ist schon super. Aber irgendwie, aber man muss die Ausdauer mitleveln. Ich habe immer das Problem, dass wenn ich quasi, auch wenn ich das Gewicht level, mit jedem Mal, wo ich das Gewicht level, kommt mir vor, dass der weniger Ausdauer kriegt. Also, ich, Du machst ihn dann aber auch wieder voller, oder? ja, ja, Weil logisch, wenn er aber leer ist, müsste eben irgendwie nicht. Also ich glaube, es geht immer um das Gewicht, das er tragen kann. Anhand von dem, glaube ich, richtet sich das. Das ist ganz, ganz komisch. Weil ich bin vorher mit einer Ladung problemlos hin und her geflogen. Oha. Und Schauen jetzt, wir und mal, ob jetzt ich komme jetzt ich, hier. jetzt komm ich gerade so zur Base. Natürlich, ich bin jetzt überladen, das ist vollkommen klar. Aber auch wenn ich leer bin, komme ich gerade so zur Base. Was ganz, ganz komisch ist. Ah, Nein, nein, von dir nicht erzählt. Achso, den 180 plus, den du gezähmt hast, den hast du heute versenkt. Was hast du denn gemacht damit? Also versenkt im wie, der Sinne ist von gestorben. anscheinend.
Also der Pteranodon ist nicht gerade prickelnd. Ja, aber ja, zwischenzeitlich müsste er eigentlich ähnliche Werte haben wie der alte. Nee, der ist immer noch 40, 50 Kilo drunter. Na gut, okay, aber Das ich merkt hab man. noch heute gut gelevelt. Tatsächlich, ich bin ja oft mit ihm geflogen. Das war eine Scheiße. Oder da fliegst einmal hin und her und der kriegt viel Level. Das ist die Motto. Also das ist irgendwie, muss man ein bisschen Okay. beschleunigen. Das ist ziemlich schnell gegangen. Wie lange hast du denn heute schon gespielt, ey? Nachmittag, was habe ich gemacht? So 3, 4 Stunden. Ah, der muss ein bisschen weiterlaufen. Also mit jetzt, ich habe jetzt auch schon ich spiele ja seit Viertel nach 8 ungefähr und warte auf dich. Ich schon liegt, ob ich den Stream einschalte, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob du dann kommst. Da warte mal noch zusätzlich. Aber ich würde heute auf jeden Fall gerne mal irgendwie in die Höhle rein tun, Jens. Mhm. Ich werde das dann, also wenn ich jetzt abgeladen bin, dann würde ich mal wieder zurückfliegen zum Vulkan und würde mal schauen, ob ich irgendwie so zwei so Dinger kriege, so Ankylosaurus oder sowas. Oder die Diodoricus, die Dödis, ich glaube, die man schon gesagt hat. Und dann schmeiße ich die da rein. Da müssen wir es nur schaffen, dass uns die, wenn die betäubt sind, nicht ins Wasser reinfallen, weil sonst der saufen. Bewusstlosigkeit. Paladin, Servus, hi. Moment. War im Norden also das Wintergebiet am Pelzfarmen für Rüstung und bin zum Looten abgestiegen. Habe das Rudel Wölfe übersehen, welche mich dann gekillt haben. Leider stand der Kahn auf passiv. Ach Gott, Kacke. Paladin, Servus. Deodorant. Was? Deodorant wurde zu Ihrer Einkaufsliste hinzugefügt. Soll ich noch etwas für Sie bestellen? So. Und Wattestäbchen. Ganz wichtig. Wattestäbchen. Sie sind überladen. Das andere hört man die ganze Zeit nicht. Das Schlimme ist, ich könnte glaube ich 2000 Kilo tragen können. Ich wäre immer nur überladen wahrscheinlich dann. Mhm. Habe ich nur den Namen des Dinos berichtigt, den du nennen wolltest. Ach so, so meinst du. Den Deodo, bla bla bla. Now I understand. Es kommt hoch. Und du kommst da rein. Du kommst da rein. Stone. Nee, ich habe Dinos habe ich keinen gezähmt. Ich habe das Einzige, was ich ausprobiert habe, das, was du gestern gesagt hast, quasi, dass man die Dinos packen kann. Das habe ich gemacht. Das habe ich einmal versucht, das war's. Hab dann einen daher dran, hab zweimal drauf geschossen und dann ist er im Wasser ersoffen. Darum habe ich es gerade gesagt. Das ist das Spiel ist so belastend. Ich war ein bisschen farmen mit dem T-Rex. Macht Spaß, ne? Macht Spaß, ja. Dezent. Ja, wir sind ein modernes, urzeitliches Unternehmen. Wir haben eine Drehbank, eine Werkbank. Das Spiel nennt sich aber Fabrikator. Wir haben auch Kühlschränke, zwischenzeitlich. Betonung auf Mehrzahl. Schränke, genau. Aber ganz legal, gell? Also so ist nicht.
habe eine Saare aufgebissen und habe den Kühlschrank wirklich abgerissen. Also erst habe ich einen neuen daneben hinbaut, habe ich den alten abgerissen und habe das Zeug umgeräumt. Habe dann quasi nochmal was. Ah ja, T-Rex hat mich heute auch schon zerkaut. Ja, wenigstens erwischt euch einmal was. Mighty, servus, hi. Oh mein Gott, das geht nicht. Also ich habe nochmal 265 Eisen dabei. Eine Solaranlage habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine Solaranlage gibt, muss ich ehrlich sagen. Theoretisch möglich, ja, weiß ich nicht. Oh mein Gott. So, Eisenfarmen. Könnte man sehen. Ah, und ich habe ein bisschen, und Öl habe ich auch geholt. Habe schon wieder ein bisschen Benzin hergestellt. Aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, also wir haben jetzt 2 Kühlschränke gelaufen und die Lampen. Der braucht fast kein Benzin, also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe es mir selber schwer gemacht. Also, oder woher kommt der Strom? Der Strom kommt vom Ding, kommt vom Generator. Der mit Benzin läuft. Die Kabel hier. Haben auch Lampen. Ja, ich habe mir selber schwer gemacht. Ich nutze keine Flugzeuge oder überstabile Rüstung und. Achso, na gut, okay. Aber ich kenne das, mir ist die Lederrüstung irgendwie auch die liebste die ganze Zeit. Und weiß eigentlich gar nicht warum. Ist auf jeden Fall schön leicht. Sie ist ja brauchbar, das stimmt. Wenn du Eisen suchst, Jens, das ist hinten im Schrank bei der Schmiede, gell? Ich brauche aktuell kein Eisen. Also wenn du eins brauchst, und der Unternehmensschrank, wo wir die ganzen Sondersachen drin haben, so Sauropodenwirbel, die Haut, die Spinus-Rückensegel, so Zeug, weißt du. Du hast Holz, hat er noch? Der hat auch noch Holz, das passt, okay. Da können wir kurz wieder abernten. Die Felder sind super und ich weiß, ich weiß, ich kann gar nicht sagen, wie viel Narkosemittel ich schon gemacht habe. Einfach nebenbei die ganze Zeit. So. Und da oben das Fleisch hast du quasi immer. Was hast du noch erforschen? Ist das noch viel? Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß, der Taucheranzug, den gibt es noch. Das kann ich dir sagen. Aber ich glaube, wir sind irgendwo um die Level 70, 75 rum, denke ich mal. Oder 75, irgendwie sowas. Und wir haben, ich glaube, 100 Dinger gibt es irgendwie so. Also bis zu 100 Sachen kann man was erforschen. Ich habe übrigens eine zweite Räucherkammer, hab ich auch gebaut, das Ganze, gell? Oh, okay, okay. Geht das mit dem Räucherfleisch ein bisschen schneller. Haben wir jetzt alles? Die haben wir gelevelt? Ne, schon wieder. Die was die leveln, das ist der Wahnsinn. Nur das Rumchillen, weißt. Also die Morphodon Armee. Ich finde das so lustig, wird's etwas dunkel. ich finde das so lustig, wie unterschiedlich die Dinos sind. Wir haben Dinos mit Level 90, sage jetzt mal, die schwächer sind wie Dinos auf Level 38. Also da fehlt es teilweise schon gewaltig. Ach, du bist am Bauen. Jo. Haben wir aktuell einen Dino, den wir verresten können? Okay, jetzt ist es wirklich dunkel. Ich muss mal hier oben eine Lampe drauf bauen, fällt mir gerade drauf. Oh mein Gott, au. Bist du schon wieder zurück, oder? Ich bin schon lange da. Ich hab schon ausgeräumt. Achso. Oh, okay, okay. Da haben wir eine Lampe. Ich bin mal beim Blauen. Ich habe jetzt oben mal die ersten 16 platziert. Oder 15. Oder 14? Irgend sowas. Ein mittelgroßes Beet, ein Bauplan. Braucht man nicht, ne? Ich glaube, ich habe ja schon 15 Mal. Eher weniger.
Äh, Hier haben wir eine Lampe am Dach. Lass jetzt einmal an. Die ist aus, oder? Oh mein Gott, also hell ist die heute schon ohne Ende. Wie viel brennen jetzt eigentlich für die Lampen? Gut, leuchtet draußen ein. Also ich glaube mit 2 Lampen, eine am Dach und eine unten, glaube ich, kann man das ganze Ding beleuchten. Hier unten ist es gar nicht an. Das sind die 2 draußen ja, nicht an, deswegen, ne? die gehen durch die Stockwerke durch, die Lampen. Draußen sind 2 an und die eine ist am Dach rum ist an. Sieht man nicht, nein, sieht man nicht. Also man kann quasi hier, sieht man die Level komplett durch. Und irgendwann quasi hier wird es dann schwarz. Man sieht nicht, was es ist. Man sieht, wie es ausschaut, aber man sieht nicht, was es ist. Also, das ist irgendein Geschütz, das ist klar. Keine Ahnung, es wird irgendwelche Sättel, das ist irgendeine Rüstung dann nochmal zusätzlich. Nochmal ein Geschütz, also irgendwas gibt es hier noch. Aber es wird quasi aktuell nur schwarz. Man sieht, dass bis Level 9, bis Level 100 geht, aber dann, ja. Wer weiß man aktuell nicht. Kommt da schon wieder was runter? Meine Güte. Also wir haben zumindest wieder gute 1400 Eisen, 1300 Eisen, irgendwie sowas. Und das schmilzt aber noch gut ein. Also, bin x-mal geflogen. Einmal hat mich fast ein paar so blöde Säbelzahntiger umgebracht. Der Archetavis war gut unter der Hälfte. Schuld war eigentlich halt bloß wieder so ein blödes Mistviech, das irgendwo in der Luft gespawnt ist. Ah, da kommt er ja. Ah, Gott. Zweiter Versuch. Oh mein Gott. Ich habe übrigens vorher schon ein Raptor-Ei aufgeklappt, gell? Jetzt habe ich gerade ein Diplodocus-Ei aufgeklappt. Jens. Mhm, hab schon gehört. Hey, falsch geparkt. Ich tue die Eier mal in den anderen. Ich habe die Eier im anderen Kühlschrank drin, gell? Wir haben jetzt aktuell 2 Triceratops-Eier, ein Raptor-Ei, 7 Hesperornis-Ei oder was immer das ist. Parasauri-Ei haben wir 2, 3 Dimorphodon-Ei, Carbonemesis-Ei, das haben wir irgendwo aufgeklappt, glaube ich. Ich habe jetzt da nochmal ein Dimorph-Ei und ich habe ein Diplo-Ei, genau. Können wir vielleicht ausprobieren später. Klimaanlagen könnte ich schon. Warum ist denn jetzt Stroh bei den Fasern? Habe ich umgeräumt vorher. Okay, okay. Ja, es war nur einfach, weil es hat für mich mehr Sinn gemacht in dem Moment. Das sind nur Zweitlagerraum, das ist ja wurscht. Unten habe ich es lassen. Das brauchst du immer wieder. Ja. War aber ein mittelgroßes Beet, weiß ich nicht, ob wir haben. Der grüne Ring ums Haus ist eigentlich nur folgendes, den kann ich ausschalten, auch wenn ich mag. Das ist nur eine Anzeige für mich, hier quasi, die Dinosaurier, die innerhalb von dem grünen Ring sind, die werden von den Essensbrücken hier versorgt. Der quasi ein Fleisch drin, den haben wir quasi mit Beeren gemacht. Je nachdem, ob Pflanzen oder Fleisch fressen und solange in dem Inhalt des Ringes, kriegen sie von den Trögen Futter quasi und hungern nicht. Der T-Rex ist aktuell außerhalb und die 2 Diplodocus, die haben aber was im Inventar. Jeder Dinosaurier quasi hat auch noch ein Inventar, wo er was drin haben kann. Und ja. Vielleicht nur, dass wir wissen, wo die Dinger sind. Also wie weit das reicht. Ich könnte es ausschalten, auch, aber habe ich jetzt mal nicht gemacht.
Also ich habe mir heute einen Dilo Giftspucker Armee zusammengebrütet. 22 Stück Level. Brüten weiß ich noch nicht, wie es geht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass man die Eier kriegt man, wenn man männliche und weibliche hat. Die machen das wohl auch so, aber man muss nicht auf. Also man kann die wohl auf Paarungsbereitschaft stellen. Ich glaube, wenn die so ein Herz drüber haben, dann brüten die. Weil die Triceratops haben auch ein Herzl drüber. Das ist zwar kein Ei. Spucki kann auch wieder leveln. Okay, wir brauchen dringend. Wir haben zwei Stück. Was? Ja, was brauchen Ähm, Strohfasern und. Na, Fasern vielleicht gar nicht so dringend. Aber Holz und Stroh. wir? Gut, das ist Time for Biber, oder? Jo, schon unterwegs zum Biber. Ja, Komposthaufen, wo man quasi aus dem Kackhaufen von den Dinos quasi Dünger machen kann. Den quasi man die Felder wieder bepflanzen kann. Das wird jetzt hell. Warum ist eigentlich Norb so aufgelevelt? Ich dachte, er war ein gutes Stück hinterher. Nee, eigentlich nicht. Also die waren ziemlich gleich, glaube ich, oder? Also ich hab, wenn die beide Level gehabt haben, habe ich es gelevelt. Das war bei den Bibern öfter der Fall, tatsächlich. Okay. Aber ich habe nicht aufgepasst, welche Level die haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es weder vorher noch jetzt, weiß es. Keine Ahnung. Okay, das ist gut. Es ist relativ finster, okay. Das ist richtig dunkel gerade. Ganz genau. Was auch cool ist, Moment mal. Moment mal. Ich finde es immer wieder cool. Da pfeift aus dem letzten Loch. Aber ja, doch passt, okay. Jo. Guck mal an Jens den Busch an. Eine Wand oben? Oh, die ist mir super gelungen. Mhm. Wenn es hell ist, mache ich weiter. Die ist ganz toll. Ja, die passt schon. Zweistöckig sogar. Wow. Also schneller ist der Terranon auf jeden Fall wieder angeht. Nein, schlafen kann man leider nicht bis zum Morgen ran. Zumindest wüsste ich nicht wie. Aber jetzt wo du sagst, erinnerst du mich an was. Wir haben hier gar kein Bett, Jens. Hinten im Eck steht eins. Okay. Aber das Doppelbett wollten wir noch machen, oder? Der Diplo hat ein Ei gelegt. Können wir das aufheben oder? Dann nimm das mit, oder? Das für unsere Dinos kannst du alles aufheben. Aber ich habe gerade schon eins mitgenommen vom Diplo. Ja, wir haben doch eins fallen lassen. Legebatterie oder was? Ja, Hannoppers. Scheinbar. Ja, nice, also mit den Eiern können wir da Dinger machen. Können wir da das Kibbel, also das Trockenfutter herstellen quasi dann, das Zermungsfutter. Wenn ich die Rezepte mal irgendwann weiß. Möchte ich ja nicht. Jetzt wollte ich herstellen. Oh mein Gott, 200. Oh mein Gott. Nein. Wir haben 200 Pölzhau der Wolle, Jens. Haben wir nicht. Und wenn wir es haben, dann würde ich vorher noch hergehen und würde vorher noch das fehlende Teil von der Rüstung bauen. Wir haben 15 Pölz aktuell. Hab ich vorher irgendwie gekriegt durch ein paar Viecher. Platz schaffen wir, dann müssen wir wieder zusammenstecken, das Zeug. Okay. Na gut, passt schon. Achso, das damals mal Elektrizität. Also man kann hier wenigstens hergehen und kann. Eventuell können wir so nach und nach wirklich die ganze Base ein bisschen ausleuchten. Wow. Dave, servus, hi.
Einen wunderschönen. Hi ho. Aber ich glaube, da Hi brauchst du ho. die gar nicht so dicht zusammenpacken. Also ich glaube, der eine draußen, der macht da gar nicht so viel. Wenn der weiter weg wäre, wäre das wahrscheinlich sogar noch Gernot besser. auch, aber wen willst du zusammenpacken? So. Was Nee, zusammenpacken? hier diese Lampen, wenn die alle so dicht zusammen sind, ich glaube, die machen das da nicht unbedingt noch heller. Gut, Ja, guck mal, ist kaum jetzt Unterschied. ganz oben brennt jetzt eine. Ja, ja, genau, aber wenn du die nächste quasi irgendwo hier, wo ich jetzt Ja, ja, stehe, logisch. Also würde glaube ich auch ausreichen. ich werde jetzt hier keine hinstellen. Wenn, dann packe ich da ganz hinten in den Ecken jeweils eine hin. Nein, das ist schon klar. Ah, Na, so, das mal was kannst der du mir gleich ein Bernhard. bisschen... Hätte ja was mitnehmen können an Holz. Hätte ich. Ja, Dir ist klar, dass ich im Biber stehe, oder? Ich bin gar nicht drin. Er ist nur am Meckern, der Jung. jo, nichts Der vorangeht. hätte was mitnehmen können. Ich sammle zu wenig. Aber Ich habe das die ganze Zeit. Du hast alles in den ersten Schrank drin, gell? Hm. Richtig blöd. Den Narcos können wir hier wieder rein haben. so, ich habe noch ein Ei. Das kommt in den Kühlschrank, ne? Oben, ja. Oben. Nee, das ist falsch. Ui, das wiegt 15 Kilo, das Ei. Nice, gell? Mal gescheite Stecksemmel machen mit dem Hä? Spiegel hier drauf. Machst mir ja bald Konkurrenz in Ark XP, so viel wie du da spielst. Also in Ark ist es, ja, Smiley. Aktuell, deine 3 Lebensjahre, Dave, die kriege ich nicht mehr rum. Na, aber aktuell sind wir voll drin, ja. Wobei wir ziemlich langsam sind natürlich, muss man auch ehrlich sagen. Wir sind halt, wir spielen halt rum. Es passiert jetzt aktuell nichts. Aber langsam haben wir ein bisschen was. Wenn das jetzt die dritte Base, die erste war ein Holzhaus, die zweite ist jetzt fast komplett leer geräumt. Das quasi ist die aktuelle. Haben wir die Dinos, hier haben wir jetzt 2 Biber, einen T-Rex haben wir schon, 2 Kanos. Nee, macht das eigentlich echt gut, finde ich. Okay, das höre ich auch mal gern. So. Dann noch ein bisschen Holz holen. Ist egal, ich lasse mir jetzt auch Zeit. Okay, das ist nice. Problem ist halt einfach, man nimmt sich irgendwas vor, zum Beispiel heute. Ich würde halt unbedingt in eine Höhle gehen. Würde ich gern. Ich war noch nie in einer Höhle drin. Unter Wasser geschweige denn. Ich habe ganz am Anfang mal versucht, einen Megalodon zu zähmen, so ein Hai. Ja, ist mir auch gelungen. Der hat ungefähr 4 Minuten gelebt, dann war er tot. Und seitdem ist der Sattel hier in den Schränken drin. Rip Fischi. Und der nächste Ding wäre jetzt noch so ein Dödi, so ein Deodirus. Holaradiadihodio. So ein Doedikurus, glaube ich heißt der. Doedikurus. Den Dinosaurier mit dem runden Keil hinten dran. Und ein Ding kriegen. Ankylosaurus. Mal schauen, was hier rumrennt. Oh, da haben wir der T-Rex. Das sind 2 T-Rex. Bist du wieder losgeflogen? Ja. Ha, geil, der Ah, Typ kann okay. jodeln. Naja, eher nicht. Eher nicht. Oh, es ist toll. Es ist morgens. Man sieht sowieso nichts. Es ist neblig wie Sau. Jetzt könnte es nur regnen. Paladin meint in Ark, ja. Also durch eine Mod gibt es hier, glaube ich, alles. Da, glaube ich, mich würde es wundern, wenn es mit einer Mod kein Auto einfügen kannst bei Ark. Gibt es bestimmt. Ark ist so hart gemoddetes Spiel.
Was ich ja cool finde, weil mir gefällt es richtig gut und mit Mods kann man halt auch, wenn man die verschiedenen Maps dann irgendwann mal kennt, oder so wie jetzt du, Dave, wo ihr doch schon ziemlich lange und ziemlich viel gespielt habt, ein paar Mods drauf, ich meine, paar 71 und dann, wie ich es so kenne, und dann ist es eigentlich so dann, ja, ja, es regnet, Es regnet. yeah! Endlich! Ich habe einen Ankylosaurus. Oh, ich habe gekackt. Das ist leicht peinlich. War nur leicht. Jens, ich erwarte eine Unterstützung. Lautes Betäubungsgewehr noch. Ich weiß gar nicht, wo mein Betäubungsgewehr überhaupt ist. Du könntest doch mal irgendein Gehege hinbauen. Ein kleines. Ja, wenn du mir ein bisschen beim Holzsammeln helfen würdest, das Ich würde... hol Dinos für dich. Ich habe die Biber geholt für Ja, dich. super. Ja, geht tausendmal schneller. Äh, Also ich mache die noch ganze mehr Arbeit und der ist nur am Platzprobleme. Motzen. Was? Nee, so viele sind es auch nicht. Also die Map, die ich damals hatte, ich habe 51 Mods installiert, Dave. Damals. Das waren 51. Ich habe den in einer Liste drin. Nicht aktiviert, aber ich hab's in der Liste drin. Vielleicht spielt die aktuell. Ja, die meisten waren tatsächlich wirklich Deko, so richtig Baumods und Deko-Mods, das ist schon klar. Aber braucht man allerdings auch großteils. Ich sehe halt überhaupt nichts. Die habe ich dir mal alle geschickt, die wir mal. Achso, ja, genau. Die ihr mal hattet wahrscheinlich, ja, das kann schon sein. Mal kurz mein Ding zurückbringen. Was beholst denn du für ein Tier? Ein Agate? Ich kann einen Argate nicht mit dem Argate holen. Doch, kannst du. Nee. Du hast doch so eine Pokémon-Kapsel. Wenn ich ihn zähme, dann schon. Ja, sag ich doch. Ja, da muss ich noch erst zähmen. Ja, Ja, müsst du doch wohl hinkriegen. irgendwann schon, ja. Aber jetzt habe ich erst einen Ankylosaurus. Der Level 9 ist. Okay, das ist ziemlich low. Aber wir haben einen. Bauplan für Metalltürrahmen. Gut, der pennt. Jetzt Weiß muss ich ein nicht, ob wir Vogel. den schon haben. Äh, da. Ja, perfekt, okay. Es ist 6:30 Uhr, irgendwie ist es jetzt dunkler als vor einer Stunde. Er hat den Anki. Ich noch nicht. Jetzt bist du neidisch, gell? Aber das ist nur der Level 9 Anki, also eigentlich so richtig ein Lowbomb Anki. Aber ich mache jetzt einen nach dem anderen. Nächstes gehen die niedriger leveligeren Rennen ziemlich schnell. Das ist ein männlicher. Ich hole vielleicht noch einen weiblichen und ich hole, aber jetzt schauen wir erstmal so einen Döde noch finden dann. Bist du im Gelände, Jens? Was meinst du mit Gelände? In unserer Base. Äh, ich bin nicht weit weg, ich bin mit dem Biber gerade Das wurscht, mein Döde noch ein ist auch bisschen Holz mal sammeln. auch gewesen. Achso, okay, na gut. Ach, da bist du. Ah, okay, ich wollte gerade einsammeln. Okay. Das ist noch mein schöner Kakaofen. Ups, was ist denn hier gelandet? Kannst du, wenn ich jetzt weggehe von dem,
Kann ich mich darauf verlassen, dass du den da weiter zumindest narkotisierst? Willst du wieder losfliegen? Ich bin schon wieder weg. Ich habe dann nochmal Ach so. Also, ihr müsst da mal leicht packen. Also, ich sehe ja, ich kann da sagen, wann du nachlegen musst. Dann ist was. Du musst bloß reingehen und dann quasi auf das Narkosemittel Ja, draufdrücken und E drücken. ja, ich weiß. Ich fliege jetzt mal gerade darum, vielleicht sehe ich da auf Anhieb so einen Dödi. Überlegt euch mal einen Namen für den Ankylosaurus. Onkelsaurus. Weil der erste Doedicurus, der heißt Dödi. Wenn ich das überlege, dann weiß ich den Namen meistens sogar. Das ist echt komisch. Ich bin selber überrascht von mir. Theoretisch kann man auch Fleischfresser fangen, habe ich gemerkt, mit dem Auge etwas. Die tun halt dann den Vogel weh. Solange du fliegst. Ich brauche jetzt einen ganz bunten Auge. Guter meiner. Oder ein paar ganz bunte. Und man kann es auch irgendwie breeden, also man kann die auch irgendwie züchten, die Viecher. So ist es auch nicht, gell? Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist ja irgendwie nirgends erklärt, glaube ich. Du bist doch Känguru? Okay. Känguru kann ich nicht mitnehmen. Das ist belastend. Ah, da ist einer. Hat man schon gesehen. A geht. Jo. Na, kein A-Gate. Naja, Aare irgendwas, wie auch das Tier heißen mag. Alter, geh weg von mir. Na, der Dödi, das ist ein A-Gate aktuell nicht. Die fliegen ja ohne Ende rum. Park halt mal irgendwo, du Strecksvogel. Mein. Ah, jetzt. Ach. Jetzt. Muss kurz Ausdauer regenerieren. Shit, zu langsam. Skorpione brauchen ja auch noch. Hab ich den erwischt? Ist der tot? Ich wurde gerade angegriffen von 2 Skorpionen, glaube ich. Ja, anscheinend kann ich den nicht mitnehmen. Solange das sich verschanzt. Das ist der einzige Nachteil, wenn man 22 Viecher gleich farmt, du musst 22 Viecher ausleeren. Ach so. Wenn ich quasi mit dir mitgehen. Das Fernere ist oftmals so dermaßen überflüssig. Was bist denn du? Weiblich, okay. Unser Ankylosaurus ist männlich, oder? Ja, okay. Aber zur zweiten Anki. Einen weiblichen. Auch Level 9. Ah, Mist, ich bin zu schwer. Ich habe gerade eine Saudi am Schlepptau mit wahrscheinlich 2 Tonnen. Das ist der Vogel aber gar nicht. Okay, Zählung schaut gut aus. Der Tipp war super, dass man die Dinger hinfliegen kann. Gerade so Pflanzenfresser, sag ich mal, das war überhaupt kein Thema nicht.
Teddy wird vielleicht nicht so begeistert sein davon, wenn ich das mache. Ich kann aber, glaube ich, gar nicht transportieren damit. So. Da haben wir den zweiten Saudier. Wo ist er denn da? Ist er. Ankylosaurus. Oder war das der erste? Ne, das ist der erste, glaube ich. Der erste oder der zweite? Die ich ab und zu nicht nachladen kann, ne? Gut, liegt. Aber Berries. Das zweite Narkosemittel. Okay. Gut, dann haben wir jetzt quasi beide. Einen männlichen und einen weiblichen. Das ist schon mal ganz cool. Haben wir schon mal beide. Das ist So. richtig nice. Na gut, das sind wir dann ein bisschen. Jetzt brauche ich da ganz kurz was zu trinken, glaube ich. Spätestens 10, okay. Was? Noch eins. Genau, die Namen. Ankylosaurus-Namen. Leute. Her damit. Es geht um dieses Tier. Danke. Dieses wunderschöne Exemplar von Tier. Den männlich und den weiblich. Okay, Sogar ist wieder voll. ziemlich ähnlich Farben. Meinte wieder mit Mario 200 CCM. Diejenigen, die am meisten schreien, dass man Ark spielen soll, die schreien jetzt, dass wir Mario Kart spielen sollen. Lüge. Menge Teile nehmen wir mal 20 weg. Oh. Für 12 mache ich einen Screenshot. Wie geht's dir? Die pumpen auch noch eine rein. Gut. Okay, die Mauer wird ein bisschen dauern, bis du die fertig hast, glaube ich. Aber, Ja, ich muss ja auch die ganzen Sachen wieder zusammensammeln. ja, wobei, das ist nicht unwichtig, aber jetzt auch nicht die erste Priorität, sag ich jetzt mal. Naja, also auch hier unten die Umzäunungen werden nicht unbedingt schneller sein, weil da brauche ich im Endeffekt genau das gleiche von den Materialien her. Wie unten die Umzäunungen, was meinst du? Na, wenn ich jetzt hier solche Gehege machen soll, ne, mit Zäune. Mir wird eigentlich aktuell tatsächlich ein Gehege reichen oder ein Bereich reichen, wo ich ein bisschen abgrenzen kann. Einfach, wo ich einen Dinosaurier reinschmeißen kann und der nicht gleich rauskommt. Und man drin vielleicht sauber betäuben kann. Um das geht es mir eigentlich in erster Linie. Das ist also der erste Punkt. Das muss ja nicht allzu groß sein. Idealfall wäre aber, glaube ich, sogar Stein. Kleines Steingehege wäre gut. Was für extra, wenn ich auch noch extra Stein, Ja, das weil, besonders teuer ist. Ja, logisch, aber Stein kann wenigstens nicht kaputt gemacht werden von den meisten Sauriern. Oder machen wir Metallgehege.
Weiß nicht, aber Obsidian, Kristall und mit Metall gesammelt, wie ein Blöder. Weil schwer ist, weil er drei Dinger Holz holen muss. Jens, was ist los mit dir? Das Skorpion-Skorpion, die mag ich auch noch haben. Wir hatten schon einen Ach, das war. Skorpion. Rips Ding. Also Tiger, ein Tisha, ein Mythosaurus, die Minka hat man auch schon. Minka. Was bist denn du? Schaust wolfig aus? Na, hyänig. Kann ich einen bewusstlosen... Angenommen, ich gehe jetzt her und schieße einen Agentavis bewusstlos. Kann ich ihn dann transportieren mit dem anderen Agentavis? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn er bewusstlos ist, kann ich ihn auch nicht in die Kapsel stecken, oder? Die Mauer... Na, ich kann da auch nicht einkapseln, wenn er bewusstlos ist, oder? Denke ich mal. Genauso wenig. Paladin, die Mauer da oben haben wir eigentlich nur Folgendes, uns fliegen da regelmäßig Dinosaurier runter von oben. Bis jetzt waren es Gott sei Dank nur gutmütige Dinos. Aber große halt auch, die dann sehr störend waren. Weil die großen Diplodocus mit dem langen Hals, die haben die Fähigkeit, dass andere Dinos weghauen. Also die sind durch den ganzen Bereich geflogen dann bei uns da. Darum bauen wir jetzt da eine kleine Mauer hin, dass da nichts mehr runterfällt. Zumindest vorerst einmal, also. Jetzt machen wir es noch aus Holz, später machen wir es dann aus Gold und Diamanten. Wenn es sowas gibt. Oh, das ist ein bunte. Oh, das hat... Und du bist gerade nicht in der Base, ne? Nee. Ich habe es heute im Stream nicht an, deswegen. Ich sehe es nur nicht. Was? Patschi am auch noch nicht. Oh. Der kann man. Hä? Ach, das waren Rüstungen. Ich habe einen Albino Deodoticurus oder so ähnlich. Okay, jetzt noch nicht zwei bewusstlos, okay. Schaut ganz gut aus. Langsamer tun aktuell, dass die Ausdauer hält. Also Optimus das Nahe war quasi auch weder für Packen noch für aber Agetavis, aber kann ich ein kleineres Tier? Angenommen ich betäube jetzt den Doedicurus, den Dödit nicht so auch tragen kann. Kann ich ihn da bewusstlos tragen? Geht das? Ich bräuchte was ausprobieren. Na, oh mein Gott. Du magst das schon gar nicht, kann das sein. Nix geht. Na. Und also, du möchtest gerne Steinzaunfundamente haben? Aber in Steinzaun, da kommen die Dinos nicht drüber. Weil die sind ja nicht so hoch, die Steinzäune, ne? Die Holzzäune auch nicht. Nee, genau, aber wenn sie friedlich sind, ist das ja wurscht, aber... Normalerweise, also ein Raptor, glaube ich, oder sowas, oder einfach ein Viech in der Größe, glaube ich, kommt nicht drüber. Ob ein Carnosaurus drüber kommt, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber so einen werde ich ja nicht anfliegen, also das ist das andere Thema. Ich werde jetzt ja keinen T-Rex packen können, mit Agetavis und den dann wohl bringen. Also es geht eigentlich mehr um kleinere Viecher aktuell. Gott, ich habe noch niemals einen Zaun gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also du machst die ganze die Mauern, oder? Ich mache ja Zaunfundament aus Stein. Ja. Oder aus Holz. Genau, aber ich habe noch keinen Zaun bisher gemacht. Ach, du hast immer Mauern, normale Mauern draufgesetzt. Ja, genau. Was hast du dann oben hingesetzt aus Stein? Bei der Treppe hast du auch Zaun hingestellt, oder?
Bei welcher Treppe? Oben bei der Treppe im Haus hast du doch einen Steinzaun hingemacht. Das war doch Geländer, oder? Weiß ich nicht. Weil das Geländer wäre zum Beispiel zu niedrig. Also wenn das Geländer war, das ist zu niedrig. Das ist ein Geländer, genau. Okay, Das ist ja kein Zaun. Deswegen. ja, dann passt das. Nee, ich habe einen Zaunpfahl. Also ich denke mal, mit den Zaunpfählen wird dann ein Zaun entstehen. Ich weiß es nicht. Ich muss erst mal los und Stroh sammeln. Also ich Sonst kriegst du habe keinen, Stein keinen habe ich Zaun. Stein habe ich aber gesammelt. Ja, ich brauche aber Stroh. Ja, mit nichts zu verdienen, der Typ. Nö. Was Level bist denn du eigentlich? Level 15, na gut, das geht noch. Dann können wir erst noch gehen. Ja, dann halt rückwärts schneller wie der vorwärts, ne? Okay. Und gute Nacht. So, jetzt geht's ja auch mit der Zähmerei. Ja, komm, los zu vertuschen. Das ist aber Bären. Okay, da kann ich mal hin. Also Kombis spawnen hier auch immer wieder. Du siehst immer rosa Elefanten, oder bist du besoffen? Was für rosa Elefanten? Also ich weiß jetzt nicht, wie der Alkoholpegel aktuell gerade ist, aber rosa Elefanten habe ich jetzt aktuell hier keinen gesehen. Das, das klang gerade so, als wenn du dich anschließen wolltest. Mit was denn? Na, mit dem rosa Elefanten und dem Alkoholpegel. Ja, mit rosa Elefanten ist vielleicht nicht unbedingt. Gut, die sind am Zähmen. Was meinst du, Palin? Wo siehst du die rosa Elefanten? Es gibt ja ziemlich viele Dinos in ziemlich komischen Farben, wenn du das meinst. Ja, das ist richtig. Also auch in sehr also da ja keiner weiß, was für Farben die gehabt haben, aber ich denke mal Neon Pink war eher nicht dabei. Also sehr unwahrscheinlich. Also der Blau ist, okay, die Farbe gibt es irgendwie. Der Liefers Kleine sind sicher mit Stoßzähnen. Das da. Das Ding da. Ach, das Ding! Ja, das ist mein Mammut. Das ist wirklich ein pinker Elefant, ja. Das ist mein Chibi. Das ist so ein kleines Pet quasi, das man mitnehmen kann. Einfach nur als, das ist der Manfred. Der da. Ist einfach nur da, dass er da ist. Das ist einfach nur Deko, sag ich jetzt mal. Ich hatte am Anfang einen T-Rex, einen kleinen, mit einem riesen Schädel. Der war aber ziemlich schnell weg. Also den habe ich irgendwann im Wasser verloren. Oh. Döde und Stoßzähne. Wer hat hier den Alkpegel? Der hat Stoßzähne. Da? Das sind halt Hörner, aber keine Zähne oder mehr so Ohren. Aber es ist spitzig. Zähne sind im Maul oder daneben.
Das sind, ja, es gibt auch Robodinos, ja. Die verhalten sich genau wie die normalen Dinos. Wenn man es kaputt macht, kriegt man Altmetall und Öl und so Zeug. Aber sie sind eigentlich genauso wie die normalen Dinos. Man kann sie genauso zähmen, genauso, ja. Also wir wissen nicht, warum die existieren, aber sie existieren. Ich weiß nicht, warum wir hier an der Hand so ein Kristall dran haben hier. Aber wir haben einen. Wird das nach und nach erklärt, denke ich mal, in der Story, wenn wir irgendwann mal durchkommen. Oh, du bist ja da hier Ja, unten unterwegs. die ganze Zeit. Ah, okay, okay. Ach, scheiße, das wollte ich gar nicht. Also Robodinos gibt es in jeder Version. Also jeden Dino gibt es auch als Robo. Tech-Dinos, nein, nicht genauso. Das Level Cap ist bei denen um 20% erhöht. Auch die Werte Tech immer besser. Warum und wieso wird in der Story erklärt? Ah, okay. Okay, dann ja. Ich finde es, mir gefallen nicht alle. Ich finde ein paar ganz schön. Hast du da vorne einen Robodino lahmgelegt? Nein. Hm, das soll ich glauben. Ja. Ah, shit, jetzt kann ich mich nicht bewegen, bin ich zu schwer. Ach komm. Soll ich dir was abnehmen? Ja, du könntest mir was abnehmen. Warte mal kurz. Wie wär's mit deinem Bart? Nee, Kann ich dir schneiden, wenn du nimm mal magst. das da. Danke. 14 Zoll voller Stein. Wo soll das hin? In die Base, oben in den Schrank rein. Okay, es ist mal eine Agate. Ich muss hoch. Da. Ist das Zement das umgeräumt? Jetzt so geht das, wenn ich gell? Hm? Dein Tech-Dino etwas wieder, na, wie nennt sich das? Ja, ja. Bewusstlosigkeit erhöht. Also hast du gemacht, okay. Ich komme gleich wieder. Zumindest bei dem, wo ich gerade stehe. Gibt es ja Drachen und Yetis oder ist das eine Mod? Also Yetis glaube ich schon, von Drachen glaube ich auch. Bei Drachen weiß ich nicht, ob es ein Mod ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Yetis, das glaube ich ist aber Boss tatsächlich. So, hat wer Namensvorschläge? Wir haben immer noch zwei Ankylosaurus. Der eine Doedicurus heißt Dödi. Und hier haben wir noch einen Texaurier. Jo. Müsste nicht so gut wie überstanden haben, sag ich jetzt einmal. Was ist denn das für ein komisches Viech? Großen. Ach, das ist der Duedicurus, okay. Doedicurus, das ist der Steinesammler. Und die anderen zwei sind die Metall- und Kristall- und etc. Farmer. Parasaurier. Silber ist er. Was ist das? Wie nehmen wir den Silbersurfer? Oder ist das einfach nur der Uwu? Uwu Silver Edition.
Ich weiß nicht, was die Yeti gibt. Ich glaube, Yeti, ist ein Boss tatsächlich. Die muss ich speziell mit ewig viel Zeug spawnen und dann besiegen. Ich glaube, die kann man nicht sammeln. Oder glaube ich nicht irgendwie Zähmen meinst du? zähmen, ja genau. Die Yetis. Oh mein Gott, ich weiß, warum Dinosaurier ausgestorben sind. Mit dem Wenderadio so dämlich wie die teilweise laufen. Wundert mich ja nichts mehr. Gut. Die Parasaurier, glaube ich, die haben jetzt nur 10, weil er gerade da war. Die Parasaurier, glaube ich, sind so eine Art Alarm-Dinger, die quasi wirklich rumrennen und schreien, wenn es quasi irgendwas kommt. Das ist, glaube ich, für unseren Singleplayer ziemlich für den Arsch. Der ist gut. Dem geht's auch noch gut. Gucken wir noch drei rein. Der ist gleich fertig. Da haben wir einen raus noch. So, die nehmen wir jetzt hier mal mit aktuell. So. Ja, dann probiere ich mal, wie da so ein Zaun herzustellen ist. Keine Ahnung, Diese aber. Text schaut ja nicht aus so einem Playstation-Spiel. Also hier haben sie irgendeine Story-Bewandtnis, glaube ich, in dem Spiel. Die ich nicht kenne. Aber ich weiß nicht, welches Playstation-Spiel du meinst tatsächlich. Turok hat es mal gegeben. Da war in der deutschen Version waren das Roboter, ja, das ist richtig, aber es waren eigentlich richtige Dinosaurier. War aber mehr Nintendo. Hat es gleich für Playstation, glaube ich, gar nicht gegeben. Und ansonsten, Dino Crisis hat es mal gegeben. 1 und 2, sehr cooles Spiel. Oh, ich sehe gerade was. Ich habe ja ein sehr gutes lauwarmes Mixery. Ja, geht sogar. Ist halt kein Cap. Okay. Okay, was? Mhm. Was? Was macht man denn mit so Zaunpfählen? Jens, bist der Baumeister. Ich kann jetzt nicht. Ich kann es weder bauen noch kann ich es. Hm. Ja, es steht ja nichts dazu. Also der Zaunpfahl, der braucht kein Fundament. Ermöglicht das Bauen gleich hoher Zäune. Horizon Zero Dawn meinst du? Ja. Das stimmt, aber das hat Ark hat es früher gegeben. Ark ist älter wie Horizon. Ähm, Optimus sagt, mit den Zaunpfeilen kannst du den Zaun pfeilen. Ja, aber ich muss ja irgendwas dazwischen machen, dass es ein Zaun wird. Also ich kann quasi Zaunpfahl setzen. Magst du Zaun dazwischen machen vielleicht? Habe ich nicht, das gibt's nicht als Element. Vielleicht setzt er sich automatisch. Hatte ich ja gehofft, aber ich habe jetzt quasi zwei einzelne Zaunfeder Ach, gehabt. hier stehen Schränke. Okay, nice. Das stimmt grad. Cool. Das ist cool. Und du fährst auf die andere Seite. Genau, die über können wir aber hier hinstellen. Das ist cool. Also Hm. dahinter.
passt. Aber genau, wollte ich sagen, setz mal den Zaun, Jens. Da verbindet sich der bestimmt. Glaubst nicht? Glaube ich nicht, nö. Ich Sah glaube nicht schon. danach aus. Ich bin mir da ziemlich sicher, tatsächlich. Wie soll es denn sonst gehen? Magst du ihn trotzdem mal setzen, auch wenn du nichts glaubst? Habe ich ja gerade. Trotzdem nichts passiert. Da kommt nichts dazwischen. Ich tue jetzt Kannst, mal kannst du irgendwie auf Verbinden klicken? Das muss ich bei den Kabeln machen. ich nehme jetzt mal eine Holzwand mit. Mal schauen, vielleicht wird aus einer Holzwand dann zufälligerweise. Warum ist denn die Tür schon wieder zu? Also Optimus meinte auch, setz mal den Zaun. Also eine Holzwand kann ich dazwischen platzieren, ohne Probleme. Ja, aber aber Nee, ich habe nur aufheben und abreißen. okay. So. Wo dazwischen? Was verzapft denn der Kollege? Wo gibt's denn die Story? Die Story, Paladin, gibt's hier, man kann so Explorer Notes kann man finden. So Aufzeichnungen von Helena Walker, Edmund Rockwell, Gaius Nerva und so nach und nach quasi kriegt man da quasi so Story erzählt, aber wir haben halt aktuell noch ziemlich wenig. Also wir haben jetzt bloß 4, 5 gefunden, sage ich jetzt mal. Was, ein bisschen aus der Text kann man lesen und es gibt zwei Platz zu den Dinos, gibt es dann Infos. Das habe ich sie gemacht. So Zeugs, also Riesenspinnen. Ja, Story. Ja, es ist. Du weißt, was ich meine. Oh mein Gott, ist so langsam. Zaun besteht aus Pfählen und Zaunmatten zwischen den Pfählen. Kannst du Zaunmatten lernen, Jens? Gibt es noch ein anderes Wort dafür? Also eine Zaunmatte gibt's nicht. Ist eine vollständige Geschichte, warum du da bist und wie du da bist, wenn auch zum Einstieg verwirrend, okay. Ach so, Paladin hat geschrieben, mein Gott, ich habe es mit Optimus verwechselt, okay, Entschuldigung. Zaun besteht aus Pfählen oder Zaun und Zaunmatten zwischen den Pfählen, naja, na, aber in dem Spiel glaube ich nicht. Stehen beim Zaun dabei. Zaun. Dieses Zaunfundament richtet sich nicht am Boden aus und ermöglicht so das Bauen gleich hoher Zäune. Der Zaunpfahl. Hier genau, aber Dieses sehr wie günstige kann schmale ich denn dann Fundament den wird benutzt, Zaun... um Zäune um eine Bereicherung zu bauen. Ich weiß es nicht, Jens. Also Paladin hat, Optimus hat geschrieben, was du für ein Zeug verzapfst. Irgendwas muss anscheinend wohl nicht stimmen. Aber Optimus, da klär uns auf. Also eine Holzwand kann ich dran bauen, das ist gar kein Problem. Aber dann ist das im Endeffekt dasselbe, als wenn ich ein Zaunfundament setze und eine Holzwand dran packe. Oder auch Mighty. Du kennst dich ja auch aus.
ruhig. Advisen Sie uns. Benutzt. Okay, du brauchst auf jeden Fall einmal wahrscheinlich Ausdauer. Einen Stein, wo ich mal dagegen hauen kann. Das kann also jetzt alles weggeräumt. Zeig mal den Zaun. Moment, ich komme gleich. Oder beziehungsweise ja, können wir eigentlich kurz machen. Wo bist du, Jens? Oben im Gehege drin bei mir? Ja, ich bin quasi in der Nähe vom Eingang vom Haus. Kannst du mir mal 2 so Zaunfundamente geben vielleicht? Warte kurz. Zaunfundamente oder Zaunpfähle? Ich denke mal, du musst Zaunfundamente hinmachen und dann musst du auf die Zaunfundamente die Zaunpfeile draufstellen, oder? Nee, das geht nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also, hier hast du mal zwei Pfähle und da hättest du zwei Fundamente. Gut, die connecten doch hier eh dran. Sicher, dass man keine Zaunfundamente setzen muss? Du kannst gerne einsetzen, aber du wirst dann feststellen, dass du den Zaunpfahl nicht auf das Zaunfundament setzen kannst. Das ist rot. Du kannst es nur freisetzen. Hm. Also sieht im Endeffekt so aus, als wenn du da auch nur Wände setzen kannst. Das schräg geht's auf jeden Fall, ja. Du kannst irgendwie hier, also kannst irgendwie so schräg setzen und das nächste kann er dann wieder irgendwie halt freisetzen oder er connected hier dann irgendwie. Also ich könnte ja noch mal probieren und ein Geländer herstellen. Und dann vielleicht kann man das Geländer zwischen dem Pfahl hinsetzen. Vielleicht ist das ja so gedacht. Bleib mal da. Oder bist du ehrlich? Ich tu's mal in den Vogel rein. Das Zeug. Also deinen Vogel. In den Terranenvogel. Optimus weiß, wie es geht. Stein, Holz und Stroh. Okay. Also sprechen Sie. Klären Sie uns auf. Zaunteil setzt und dann Wand dran klatschen. Ah doch, Wand, okay. Ja, das will ich ja. Das Fundament ist ist mein ja. Hosen, da kann man auf die Fälle. Das ging wohl nicht. Schon wieder dunkel. Oi. Dann mache ich das hier. Also wenn ich jetzt hier Mein Gott, hier ist wohl komplett Finsternis. Das Teil hat er noch gar nicht gesehen, muss neu sein, sagt er. Du musst. Okay. Du? Ich Und kann zwei Steingeländer übereinander machen. du? Martin, Hab ich gehört, ja. wäre das was Brauchbares?
Also 2 Steingeländer oder 2 Stein... Also Geländer. Ist gerade vor der Haustür, ich habe jetzt das stehen lassen. Das ist glaube ich jetzt eh schon wieder zu spät. Ich hole gerade meine Ankylosaurus, die 2. Mein Gott, dieses dämlich rennt halt kleine... Jetzt kommt mit. Wie gleich da, Jens. Ja, ja, ich hab's ja nicht weggemacht, also die läuft jetzt nicht weg. Wir brauchen definitiv mal Häuser für die... Wo bist du? War das im Eck hinten wieder, oder wo warst Nee, du? nee, hier vorne, bist du vorbeigelaufen. Hier. Oh, das ist auf jeden Fall eine Option. Ist das Also gut? das ist quasi jetzt ein Pfahl und ich habe 2 Geländer übereinander platziert. Das hat er mich noch machen lassen. Passen ja kaum noch alle in den Ring. Nee, wir brauchen mehr Trüge. Das stimmt schon. Ja. Ähm, Aber die Trüge Wäre sind das nicht was? schlimm. Können wir noch was machen, wenn du magst. Ja, gerne. Also, du wirst das aktuell auch die beste Lösung, die mir einfällt. Schaut ja gut aus. Also, mir wäre aber eine normale Steinwand wäre mir auch recht, aber das passt genauso. Was auch günstiger ist. Ich weiß nicht, ob es günstiger ist, aber zumindest kannst du hier noch ein bisschen durchsehen. So eine Steinwand ist halt ziemlich abgeschlossen, ne? Was da wieder recht, ja, das stimmt. Ja, dann machst du. Oh, dann mache ich das so. Gut. Dann brauchen wir Steingeländer. Ganz viele. Es reicht eigentlich als ein Feld mit, was ich, keine Ahnung, 6x3 vielleicht irgendwie so, oder. Muss nicht groß sein. Ja, ich brauche trotzdem pro Ding 2. Also, sollte ich mal 40 Stück herstellen. Tür nicht vergessen, dass wir wieder rauskommen. Ja. Na passt, okay. Kurz bis davon. Mhm. Ich wollte es nur beiläufig erwähnen. Jetzt, wir haben 2 Ankylosaurus. Hast du das eigentlich schon mal appreciated? Uncle Sam und Uncle Samantha. Nett. Nett. Nett, weißt. Hm. Der Nachbar ist vielleicht nett, aber Was? Aber du nicht. oh, das Oder ist, der Ankylosaurus ist nicht nett. der ist super geil. Hast du dem anderen noch ein bisschen was nachgelegt an Bewusstlosigkeit? Ja, es ist nur einer da aktuell. Wir haben jetzt 2 Parasaurier, wobei ich gar nicht, also den habe ich noch auch wieder, weil ich gerade schauen muss, ob der Tech-Dino Türen, der braucht schon Türen. Ich eher so Terminator-Typ eintreten, schießen. Okay, du bist männlich Ja, und du bist Tür männlich, ist oder? schwierig, ne? Weil du müsstest ja dann ein Tor platzieren, Weiblich, oh Gott, was? Martin. Was müsste ich? Du müsstest ja eigentlich dann ein Tor platzieren. Irgendein Tor, der Tür ist so scheißegal, hauptsächlich komm rein und raus. Ja, yeah, aber was machst du denn, wenn der Dino gezähmt ist? In rausfliegen, notfalls. Huh. Okay. Kann sich ein Parasaurier mit einem Tech-Parasaurier paaren. Mal gleich sehen, ob da Herzl dort sind. Piep, 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 piep. Ich will kurz einpacken. Piep, 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 piep. Müsste ich mir ein Ding mit einem anderen Saurier machen. Der Tech hat bestimmt einen Wandhund dabei. So, das stellst du jetzt mal dahin.
Jetzt schon rumschmusen hier zwei. Männlich und weiblich. Ja, die schauen sich schon ganz verliebt an. Okay. Ist das zwei Weibchen, gell? Okay, die Lophosaurier brauchen wir auch mindestens ein Männchen. Also die Doedicurus-Viecher, die brauchen lang. Tatsächlich bis die... mal was anderes. Tun wir 15 rein. Schauen wir, wie weit das hochgeht. Gezähmt war ich relativ schnell, also betäubt war relativ schnell. Sage einfach Murmel oder Guss. Knut, ach Kugel zu der. Deine Aussprache ist wie Kratzen an der Tafel. Melos erst auch noch, ja, das stimmt. Doedicurus. Doedicurus. Doedicurus, vermute ich mal. Aber man muss das falsch sagen, das ist ganz wichtig. Apropos Quetzal. Knutschkugel. Okay, der erste heißt, Moment, ist das Weibchen? Das Männchen. Männchen heißt Dödi. Holen wir es ein Weibchen, ist dann die Knutschkugel. Ach, das ist ein Stockbaumfinster. Gut, weil sagen wir es, Paladin, wir haben aktuell wirklich, wir haben jetzt 3 Base, oder 3 Basen quasi. Und wir haben sämtliche Saurier jetzt hergeholt. Wir können die aber zwischendurch auch in so eine Art Pokebälle rein. Quetzal. Quetzel. Der Quetzel. Können wir quasi auch jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Doch, jetzt so Dinge, so Pokebälle quasi, die da. So Kryokapseln nennen sich die Dinger. Ist das Ziel, einfach alle Dinos auf den Insel zu nehmen? Ja, es ist mein persönliches Ziel. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dum, 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 ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich reise durch das ganze Land. Suche weit und breit. Dum, dum, dum. Das Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Pokémon. Ach, noch ein Video, was nicht hochgeladen werden kann. Was ich auch tue. Du, mein bester Freund. So retten wir die Welt. Pokémon. Oh. Wir haben vielleicht kein verdorbenes Fleisch mehr. Hä? Wieso? Hm? Warum nicht? Ja, weil ich die ganze Zeit Betäubungsmittel draus mache. Wie viel Prozent? 0,3. Wäre schön, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. Eher so 0,004. Jetzt, wo ich arg daran kann, ich übrigens Feuerrot wieder gelöscht. Jetzt, wo ich arg daran kann, habe ich übrigens Feuerrot wieder gelöscht. Ach so. Ja klar. Pokémon. Hast du wieder gelöscht.
Also der Pteranodon ist gerade übrigens etwas zu schwer zum Abheben, ne? Nicht, dass du den... Ich habe da gerade nochmal gelevelt um einen Punkt. Auf, Ja, ja, der wiegt aber, glaube ich, jetzt 100 Kilo zu viel. aber auf Gewicht habe ich. Aber ja, das ist doch wurscht. Ich nutze den jetzt mal als Zwischenlager. Geht aber auch nur bestimmt, gell? Also geht nicht ewig. Ja, ja. Ja, bis er voll ist, ne? Also was Maximum an Gewicht ist. Ja, genau. Nein, Gewicht kannst, So. Gewicht kannst du drüber, glaube ich. Nee, kannst du nicht drüber. Also ich zumindest nicht. Geht nicht. Okay, nein, also du kannst über das eigene Gewicht kannst auf jeden Fall auch drüber, das ist überhaupt kein Problem. Es geht nur, du kannst dich halt einfach nur bewegen. Wir wissen das noch. Oh, shit. Was du das? Nein! Das warst du, oder? Ich hab gedacht, Sind ein paar Dinos zu mir gerannt. ich hab gedacht, das war vielleicht mal versehentlich ich. Aber es. Oh. Ein Paar ist gut. Oh mein Gott, hier liegt alles voller Eier. Aber vielleicht mal ganz gut, dass wir die aussortiert haben. La la la. Mal schauen, wie geht's ihm? Der ist noch gut, passt. Ich habe jetzt gerade 4 Eier aufgesammelt. Von den Viechern. Was? Okay, dann schaue ich in 10 Jahren nochmal kurz vorbei. Vielleicht machen wir 11 draus. Okay, man könnte ja jetzt förmlich Jens sein Gesichtsausdruck sehen. Ja, die Enttäuschung war groß in ihm, weil meistens bin ich derjenige, der das versehentlich pfeift. Ein paar Dinos zu ihm gerannt. Willst du mich verarschen? Ja, Kleinigkeiten. Die ganze Zeit selber aufräumen. Könnte er... Steht ein Yoshi im Weg. Ach komm. Warum steht denn jetzt ein Yoshi dort? Der stand doch gerade eben noch nicht dort. Wieso drehst du auf der engsten Plattform im ganzen Gebiet um? Ja, der wäre fast hinten runtergefallen. So. Also hilfst ihm dann Mods da auch. Irgendwer Bock auch mit mir zu spielen? Die Dinosaurier waren übrigens nach Farbe sortiert, weil die ins plus Info. Ach. Na, aber wenn du, Der Tech-Sau keine... weil du keine gebaut hast. Hä? Wieso muss ich da einbauen? Aus Gründen. Gut, das Gute ist zumindest, dass ich die Zeit bis zum Hellwerden überbrückt habe. Wir reihen das die aktuell gerade wieder alle auf, ja. Ich gehe jetzt Loot Drops abfliegen, habe ich mal. Aber was? Ich gehe jetzt Loot Drops abfliegen, habe aufs Mal bekommen. Okay. Das war's dazu, Jens, gell? Ja, ja. Weil ich den Tech, Dass wieder einer von euch sich verdrückt und wieder alle herpfeift. Ja, ja. Ich hab's, bei mir war es schon lange nicht mehr der Fall.
Aber jetzt, Lange. ja, das war schon ewig nicht mehr der Fall, dass er lest bei mir. Aber jetzt passieren deine Fehler, Jens. No, rein, stopp. Was? Uwu Silver Edition. Okay. Ich habe aber geschaut, soll ich einen Parasaurus-Sattel herstellen noch? Oh, ja, wäre gut, ne? Also einen Diplodocus-Sattel werde ich jetzt aktuell nicht herstellen. Weil dann mache ich gerne einen, einen zweiten Doedicurus-Sattel. Wieder alle zu triggern. Also, glaube ich, haben wir sogar noch, oder? Doedicurus. Der da. Marode und ja, haben wir sogar noch einen guten. Passt. Parasaurier haben wir aktuell aber keinen. Okay. Dann mache ich kurz einen. Okay. Kann ich auf der Hand machen? Muss ich das auf der Hand machen? Ja, okay. Fasern und Holz. Okay, der ist relativ günstig tatsächlich. Gut, Moment, ich fliege da runter. Wo ist der Tick? Der Text. Zurückgeparkt. Ein bisschen falsch rum, aber. Ja, dann komm. So, und auch ein Sattel. Wird hingepackt. Piep, 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 piep. Die Kompostbehälter sind ganz schön voll, ehrlich gesagt. Ich habe gerade einen Haufen Scheiße gesammelt da. So, habt euch lieb. Stege brauchen wir auch noch einen. %, Zähmung. Bald haben wir es. %. Nichts riskieren. Dagegen Dann werden wir hier so kurz. La 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 la. Oh Mann! Oh, kannst du wieder weggehen? Ich will hier einen Zaunpfahl platzieren. Ich gehe weg, okay. Passt da? Ich bin ja schon weg. Ich muss Zeit überbrücken. Genau, 9,1% muss ich überbrücken. Also, ach so. Versuchst du das mit den Zaunpfeilen nochmal? Ja, wieso? Dann halt mit dem, wie ich es vorne gemacht hatte, als Beispiel. Achso, du wolltest davon, also es war wirklich vorhin nur das Beispiel, okay. So. Jetzt stell dich mal unter mich. Ach, man kann das sogar noch höher machen. Ah, okay. Kannst du dich kurz unter mich stellen, Jens? Nee, kann ich nicht. Nur mal testhalber. Ich bin mit Zaunpfählen beschäftigt. Musst du genau hinfliegen.
Paladin, gute Nacht. Danke dir. Gute Nacht. Ach, gar nicht so leicht. Warte mal. Anlauf nehmen. Reinholen. Und jetzt. Okay, völlig falsch platziert. Aufheben. Die muss ich anders platzieren. Ich habe gerade auf Vogel angeschissen. Okay, das geht. Ich fliege mal kurz mal los und hole den zweiten Dödi. Wir haben jetzt hier, was haben wir hier? Männchen. Hinten kommt was Lilanes. Und da haben wir quasi noch ein Weibchen. Das ist voll perfekt. Ist bei 95%, also der müsste es gleich haben. Ein Weibchen. Da schon mal nix. Weg passt aber. Irgendwo hier sind die Viecher normalerweise immer. Hier eventuell schon. Nö, gar nicht. Schade. Und da kannst du vorfliegen. Vielleicht können wir ein bisschen abkürzen. Aber hier müssen wir mal. Hier rennt immer einer oder zwei rum. Vielleicht suche ich welche, dann kommt wahrscheinlich keiner. Übrigens, die Grafikfehler sind im Spiel. Hat nichts mit Stream zu tun. Ich sag's bloß immer wieder gerne dazu. Die Leute, die jetzt Ark nicht so kennen. Ark, viele Grafikfehler, da kommt das Wort daher. Ist das der Wildschwendel oder was ist das für ein Zeug? Das sind Hyänen. Okay, immer noch. Da war der Para und Apache. Hier ist auch ein Para. Jetzt haben wir die Hyazinthen. Es ist ja keiner, ne? Ich habe einen Ankylosaurus. Stegosaurus. 8000 Agitavis. Oh, brauchen wir den nicht? Ja, aber Die ich will jetzt erst mal einen anderen holen. Und dann machen wir die Vögel. Aber vielleicht brauche ich dich noch dazu. Dann kriege ich vielleicht 2, 3 und fliegst zur Base hin. Eventuell, wenn ich denen nicht her werde. Also ehrlich gesagt, mit den Pfählen kann man noch schlechter arbeiten als mit den Fundamenten. Geht es? Also die waren kratzig und kotzig zum Platzieren, das habe ich gemerkt, ja. Okay. Was habt ihr denn? Level 4.
Der Vieh sollte eigentlich schnell gehen. Toll, ernsthaft. Level 20, Oh mein Gott. Ich hab doch gar nichts gedrückt, wieso springt er jetzt runter? Also oft einmal. Also das ist so Titano-Dingsbums. Hier ist eine richtig große Dinosaurier. Der Diplodocus in riesig. Okay, okay. Hätte jetzt mal ein erstes Gehege. Ich habe nur keine Ahnung, was passiert. Okay. Rüst dir mal ein paar Pfeile aus, Jens. Hol dir mal das ein bisschen Zeit. Hol dir mal Betäubungspfeile und die Betäubungsdinger. Ich komme mit 3 Agentavis. Okay, Optimus. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie viel Zeit habe ich noch? Minute. Ist nicht viel. Ich kann ein bisschen rumfliegen. Ich kann dich, Sind die auch schon betäubt? nee, da willst du nicht auffliegen, oder? Das sind 2. Aktuell ist nur einer. Es werden immer weniger. Ja, ich fliege langsamer. So. In 800 Metern, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, dann kommen wir aber nicht dahin, wo alle Tiere sind, ne? Wo würdest du landen? Ich würde schon in unsere Höhle reinfliegen. Aber halt weiter hinten. Ja, also, außerhalb, da wo die Diplodocus sind. Ja, Oder? genau, da weiter hinten. Okay, okay. Wenn ich komme, kannst du mal mit Fernglas schon mal drauf schauen. Was er für ein Level hat, das sehe ich jetzt aktuell gerade gar nicht. Also, ich könnte dich mit den. Ich könnte dich packen mit den Krallen. Du könntest auf ihn schießen. Wie fliegt er nicht wieder weg? Ja, wir können ihm nachfliegen dann. So. Aber nimm die Betäubungspfeile und der Gewehr. Hast du das Zeug? Ich bin gleich da. Hab ich schon. Genau. Also Gewehr mit den kleinen Dartpfeilen. Ja, ich weiß, mit den roten. Genau, passt. 300 Meter ungefähr. 250 Meter. Es ist schön diesig, dass man nichts sieht. Ich bin noch hinter den Bäumen, das ist mir nicht. Der hat die gleiche Farbe wie ich, ziemlich, also der wird der meiner. Da braucht ich aktuell drauf hin. Muss man vielleicht noch lackieren. Also ich bin vom Haus quasi gegenüber dem See. Ich hoffe, das ist weit genug weg, dass da kein Dino sich lostriggert. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ja, okay, okay. Dann sammle ich dich auf. Hast du den geärgert, dass er dir hinterher fliegt? Du bist der Zweite, ne? Ich bin der Erste. Das würde Ja, man mein nicht, ich ja. das würde man nicht herfliegen. Ich sammle dich auf, oder? Gell? Dass du Bescheid weißt. Achso, dann darf ich den trotzdem abschießen. Wenn du kannst, schießen ab. Warte mal, ich sammle dich. Ah, okay. Hinter dir. Wo ist denn der? Ah, da. Und hier. Ah, getroffen. Stirbt er nicht, wenn der vielleicht so hoch ist?
Du musstest einen Tick wieder. Hier. Oh, er fliegt weg, er fliegt weg. Oh, nee. Ah, betäubt schon. Passt. Perfekt. So lassen wir es Ist ja eingehen. einfach. So lassen wir das eingehen, Jens. Und so machen wir es mit allen. Cool. Was hat er für Level? Du Level hast was 11. Ja, dabei, gut, ne? ja, hab ich. Level 11 ist okay. Nice, nice. Und so machen wir, so hole ich mir jetzt dann gleich noch einen. So nach und nach. Das funktioniert gut. Das lassen wir eingehen. Das ist mal Teamwork. Ist relativ einfach. Ja, genau, passt, passt, passt. Also wenn du runterfliegst, quasi nach unten, kann ich zwar nicht schießen, aber wenn wir auf einer Ebene sind, geht das ziemlich einfach. Ich sehe es Gott sei Dank, wo der ist hinter mir. Ich kann das Ding da, dann kann ich ganz gut draufgehen, ja. Das ist gar nicht Ja. so schlecht. Also ich sehe dich hängen und ich sehe quasi den auch, was soll mal, E und Verhalten, nee, Moment, äh, So. Optionen, Namen ändern. Das war der Dödi. Wie reizt sich denn der? Na gut, okay. Also wir haben einen Steinfarmer. Können wir den losschicken von ganz alleine? Weil ich glaube, der Äh, ist ziemlich lahm, der Steinfarmer. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es gibt wohl Saudi, die man von selber losschicken kann, ja. Das muss wohl gehen. Oh mein Gott, der hat einen Haufen geschossen. Der ist fast so groß wie er. Warte, ich schau mal kurz. E-Optionen. Freilassen, Hast du kastrieren. gleich nebenbei schon mal das Gehege angeschaut? Nee, noch nicht. Befehlsgruppen ändern, zurück. Ernteeinstellungen. Nee, der scheint, bei dem scheint wohl nicht zu gehen. Ich glaube, beim Terry, glaube ich, geht's. Der mit den langen Krallen. Der, glaube ich, kann das irgendwie. Ich fand das ist der für Stroh ganz gut. Ich weiß nicht genau für was. Okay, gut. Argentavis ist. Sättel habe ich schon gebaut, gell? Also Sättel sind da. Tranodon und Argentavis. Ich glaube, Argentavis, glaube ich, zwei oder drei. Und Pteranodon auf jeden Fall zwei. Gut. Död ist eingepackt. Jetzt habe ich schaut auch gut aus. Und die Sättel kann ich mal kurz holen. Oder zumindest einen Sattel. Ankylosaurus Sattel und was ist das andere, was ich bekommen habe? Ein Caprosuchus Sattel. Okay. Okay. Hast du Sättel oder Baupläne gekriegt? Hm? Richtige Sättel. Ah, cool, okay. Ja, hau den Ding, hau den die. Also wir haben drei Agitavis-Sättel haben wir. Und zwei Pteranodon. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo die hingehörten. Da ist im Stockwerk, wo die Steintreppen sind. Die Steingeländer. Kühlschrank. Da ist, wenn du für die Treppe hochkommst, rechts der erste. Das sind drei Schränke und davon der erste. Da steht Zettel drauf. Genau der. Passt. Danke. Kurz was trinken. Zack. Ich brauche noch was zum Essen, fallen wir drauf. Ja, übrigens, Essen habe ich auch gemacht, hast du gesehen? Mhm. Mhm. Ich habe noch gar nicht gelobt, ich merke das schon. Wie viele Pfeile hast du noch, Jens? Wie viel Darts? Von was denn jetzt? Die Ich habe Betäubung, ziemlich viele. Allen möglichen. ja, die Betäubungsdarts, die das gerade hergenommen hast für den Agentavis. Ja, ich hatte ja 100er Stapel rausgenommen und jetzt Passt. habe ich noch 96. Passt, Ich habe passt, viermal passt. getroffen, Ah, das passt schon. dann war Okay. er hinüber. Wenn du. Ähm, Ich habe aktuell, glaube ich, noch. Ich habe 48 aktuell dabei. Und 100 Betäubungspfeile und 100 Dinger, die könnt ihr eigentlich einmal halbieren.
So. So, ich wiege jetzt gerade leer, wiege ich gerade 152 Kilo, aber ich habe schon mal um 40 Kilo Sättel dabei und um 50 Kilo Munition, deswegen. Ja, die habe ich jetzt nämlich auch dabei, 50 Kilo. Deswegen wiege ich jetzt auch 115 Kilo. Ich habe noch die Sättel dabei. Die zwei, das sind jeweils 20 Kilo. Okay, ich fliege nochmal los und hol so einen Dödi. Dann schauen wir gleich das Gelände an. Ah, da hinten. Ja, cool, cool, cool. Auf einer Seite ist halt quasi jetzt Holz, das ist blöd. Ja, ich weiß es nicht, ob es wirklich kaputt macht. Meinst du? Ich weiß auch nicht, tatsächlich. Ich meine, er bleibt eigentlich friedlich, wenn ich ihn absetze. Er lässt sich eigentlich mit Agentavis problemlos hochheben und auch wieder absetzen und er tut mir trotzdem nichts. Also vermutlich, er wird nur, glaube ich, sauer, wenn ich ihn anschieße. Okay, aber das ist schon mal cool. Wenn es nicht so funktioniert, dann picke ich die Agentavis an, die ich haben will. Dann suchen wir uns ein paar schöne Farben raus. Ne? Wollten wir uns nicht dann mal so einen richtig großen zulegen? Ich fliege gerade drauf zu, tatsächlich, ja. Können wir auch mal versuchen. Interessante für Level. Level 6. Wenn du magst, können wir gleich machen. Okay. Ich weiß nicht, wie sauer der wird. Und wo der dann landet. Ich habe mal. Ich habe Bärenfleisch dabei, aber nicht mehr recht viel Fleisch. Aber warte mal, ich hole jetzt einmal so Dödi. Okay. Dann nicht, und dann vielleicht noch, holen wir uns noch zwei, drei so Federviecher. Und nicht alles auf einmal machen. Einen weiblichen brauche ich. Letztes Mal, Also das eine mit der Holzwand, das würde ich ja eher als temporär sehen. Ich würde mich da eigentlich lieber eine Steinwand draus machen. ja, können wir ein bisschen besser abgrenzen vielleicht noch. Eigentlich spawnt da im hinteren Bereich eigentlich nichts, sag ich jetzt mal, was irgendwie gefährlich werden könnte. Jo, ich finde aber einfach nur, dass die Steinwand ein bisschen schöner aussieht. Aber große Tore müssen wir halt reinmachen dann. Aber die kleinen großen Tore. Also so ein ganz großes Tor wie Hammond oder sowas ähnliches, Nehmen wir da. da braucht man glaube ich nicht hier oben. Ja, einfach das gleiche wollten wir jetzt Es aktuell wird, auch es haben. wird hier eh schon viel zu voll. Ja, das sage ich ja. Da können wir unten noch was dazu nehmen, damit es ist. Eigentlich dieser ganze Bereich ist nur abtrennt, dass er abtrennt ist. Wir müssen jetzt eh dann einige Trüge machen. Ich würde einmal ein paar Behausungen bauen für ein paar Dinos tatsächlich. Ja, ich hätte mir eigentlich hier so, wie jetzt quasi das Gehege hier, da könnte man jetzt mehrere nebeneinander packen. Weißt du, was wir machen jetzt? Wir schauen uns jetzt dann nochmal die Dinger, wir schauen, je nachdem, wann wir heute aufhören. Vielleicht können wir es heute sogar noch kurz durchschauen. Vielleicht schauen wir uns ein paar Baumods an. Vielleicht gibt es ein paar schöne Mods, wo man so Gehege und so Zeug und so Ställe und so Zeug bauen kann. Ah, da ist einer. Was bist du? Das ist ein Männchen wieder. Da ein Weibchen. Oh, wir haben wieder Piranha im Wasser drin. Ja, immer wieder Wusste ich gar mal. nicht. Doch, die spawnen immer wieder mal. Was bist du? Okay, ich schaue mal zum Argentavis, aber ich glaube, der sieht noch gut aus. Oh, mehr als gut. Okay. Ach, der ist männlich, aber der hat so Kirschblütenmuster drauf. Schaut echt cool aus. Was bist denn du eigentlich? Du scheinst böse zu sein. Was bist denn du? Kentrosaurus. Das ist ein Kentrosaurus?
Sieht aus wie ein Mini-Stego. Okay, gut, dann machen wir es halt so. Da fliegt gerade wieder Agetavis nach. Kommst du wieder rüber, oder? Ich komme wieder, ja. Das war jetzt eigentlich keine Absicht nicht gewesen, aber Das heißt, du wirst mich dann wieder schnappen, ne? ja, glaube ich, das Beste, oder? Jo, passt. Oh, ich stehe wieder an derselben Stelle ungefähr. Ich brauche noch ein bisschen, das ist nicht. Also ich bin noch 1,6 Kilometer weg. Ach, der ist so langsam. Okay, das ist ein Männchen. Hast du eigentlich das Behemoth-Tor wieder zugekriegt, als du drauf warst auf dem Rex? Ich, Also aufkriegen tue ich es schon noch, aber wenn danach nicht wieder zu, wenn man drauf ich ist. bin abgestiegen. Ah, okay, musste ich ja auch machen. Okay. Okay, Agetavis habe ich verloren, weil die gegen einen Raubs aus dieser komischen Zoo gekämpft haben. Ich komme gleich mit einem anderen. Ich titsche einfach einen an. Fliegen genug rum. Du bist der Erste, komm her. Okay, jetzt fliegen wir wieder zwei noch. Okay, es ist bloß einer. Ich sehe da quasi von innen drin, oh mein Gott. Ist er so nah dran, oder? Ja. Wie weit weg bist du? 990 Meter. Ah ja, okay, dann habe ich noch Zeit. Wobei, Entfernung zum Argentavis gerechnet, also ziemlich genau die Entfernung, ja. Okay, ich habe einen Bauplan für ein Geselleschwert. Was ist an einem Geselleschwert anders als einem normalen Schwert? Weißt du das, Martin? Nee. Das ist ein Weil es gibt ja Argentavis. zum Beispiel auch marode Sachen, ne? Es gibt normale Sachen und bei dem hier ist jetzt nämlich das Lila umrandet. Ah, Dave sagt gerade, die sind besser. Ah, okay. Also die sind dann noch besser als normale Schwerter. Schau mal auf den Schaden, sagt er. Ja, der ist riesig, 151%. Okay, gut, dann machen wir uns nächstes Mal. Leg ihn mal in die Werkbank rein. Den Bauplan. Wie weit bist denn du noch weg? Ich muss da gerade wieder triggern. Ich habe ihn gerade wieder geholt. 670 Meter. Ja, dann lege ich mal nur in T-Rex rein. Aber der Palzhalter, weil der Bauplan wiegt ja nichts. Ich glaube 0,1 Kilo oder was der hat. Hm. Der versteht ja, ich sage, ich mache gerade einen auf Kati. Ich trigger die Viecher und komme dann zurück. Hilfe! Oh mein Gott, Was hast du ernsthaft? eigentlich im Schlepptau, Martin? Ha? Was hast du eigentlich im Schlepptau? Ist es ein Argentavis? Ja, ja, logisch. Aber der... Jetzt, ich muss mich ein paar Mal treffen lassen von dem Deppen, dass der mir mal nachfliegt. Ja, wenn wir irgendein Viech sehen am Boden, drehen die um und... Also muss ich wirklich so nah dran sein die ganze Zeit, dass er mich eigentlich die ganze Zeit in die Arschfedern kitzelt. Aber 350 Meter habe ich noch. Musste aber jetzt dreimal wiederholen, also von dem her. Hoffentlich ist der wert. Was innen ist erholt, das sehe ich. Also rechts will ich nicht drin nehmen. Ich glaube, das ist bei allen so. Auch bei den Personen, die wir da haben.
Kathi geht eigentlich nur auf Pferde und schreit dann auch noch Hilfe. Pferde haben wir da gar nicht. Pferde will ich auch noch haben. Ah, da kommst du Ich brauche angeflogen. unbedingt Einhorn. Sieh dich. Mhm. Der dreht das nicht wieder um, der dumme Hammel, oder? Jo, der dreht um. Ich hab fast Ich hab. Ja, Gott. Mit da. Ernsthaft? Der dreht. Hast du noch Ausdauer oder? Ja, es geht schon noch. Zwar nicht mehr allzu lang, wenn ich das jetzt dann hochhebe, dann wahrscheinlich nicht mehr lang. Also ich bin nur über der Hälfte, so ist es nicht, also von dem her. Aber den Hochheben kostet mich da gleich was. Der ist so gut, okay, der passt. Kannst aber gerne schon einmal drauf schießen, wenn du magst. Perfekt, ich hol dich. Ja. Hast mich nicht erwischt. Jetzt hast du mich erwischt. Oh, der ist schon unten. Fertig. Der ist gelandet. Nice, so geht es doch. Perfekt. Okay, Mist. Hast du was zum Ja, Reinlegen? hab ich. Gut, die zwei, die sind schon mal gut. Die lassen wir jetzt mal. Gehen wir den mal kurz los. Kannst du irgendwie ein H-Kennzeichen oh mein Gott, wie ich das hasse. Ach, vor dem scheiß Dach, ich fall regelmäßig komplett runter. Breche ich mir einen Fuß und dann kann ich bloß langsam gehen. Du weißt immer, dass wenn du runterspringst Spring dann nach vom rechts. Vogel, das immer nach rechts, genau, also Genau, genug Platz und lassen. jetzt ist er gerade auf der Stange gelandet, ist rumgebackt, ist hinter den Vogel gebackt, ist er quasi seitlich runtergefallen. Ja, du sollst ja auch auf dem Dach landen und nicht auf der Terrasse. Terrasse ist besser. Ja, selbst dran schuld. Dafür ist die Terrasse nicht gebaut. Weil du dich viel zu klein baust. So, wo tue ich denn jetzt den Bauplan hin? Ah, warte mal, den kann ich. Soll ich den Bauplan dann In die vielleicht in die Werkbank Werkbank bitte. legen? Ja, bitte in die Werkbank. Gut, ist in der Werkbank. Die Energie ist ziemlich low, deswegen. Gut, aber jetzt müssen wir warten, ein bisschen Sättel habe ich dabei. Was haben wir da drin in dir? Aktuell Beeren haben wir drin, das passt ganz gut. Das Fleisch tun wir dir mal rein, dass du was zu essen hast. Hast du vielleicht einmal ganzes Fleisch rein, würde ich sagen. Ha? Die Sattel nimmst du mal mit, was da dabei. Hm? Okay. Der ist gut. Der ist eigentlich auch gut. Okay, ja, denen geht es eigentlich beide ganz gut. War das, bis ich ein bisschen regeneriert habe. Eine Kreischsäge müssen wir auf jeden Fall machen. Ne, was für eine Säge? Eine Kreischsäge.
So hat der Agentavis von Optimus geheißen. Dave, hau mal einen Namen raus von Agentavis. Bitte nicht. Bitte nicht. Du sollst keinen Namen herhauen oder bitte nicht. Ich soll eine Kreissäge nennen. Ich denke mal, um den Namen soll ich dich nicht bitten, oder? Ich möchte aber einen Namen. Wenn ich mal so einen, wenn wir mal einen Dire-Bär haben, den nennen wir dann Davenbär. So, wo ist denn mein Flugsaurier zurzeit? Glaube ich oben. Kannst du dich erinnern an die Zeit, wo wir die Piranhas noch verprügelt haben? Good old Weißt du, wo times. die uns verprügelt Ja, haben, wo wir oder? sie noch verprügelt haben, sage ich Good old times, habe ich gesagt. Bin ich zu gut in Namen geben. Ich auch nicht, deswegen heißen sie alle so komisch. Ach, das war Mace Mod von, jetzt weiß ich das auch. Ich bin zu schwer. Aufleveln kann er auch nicht. Ist irgendwie ein... Ich zeig dir mal, wie unsere heißen komplett. Also, auch die ich die ganze Zeit reite, das ist die Argate. Dann haben wir noch ein Ankel, der Ankylosaurus, der männliche ist der Ankel Sam und der andere ist der Ankel Samantha, das ist der weibliche. Argate, dann haben wir die Carnosaurier, heißt einer Carnade, der andere Panade. Die Biber heißen Dag und Norb, nach den Biberbrüdern, okay. Spuck und Spucki. Der dritte wird Spock heißen wahrscheinlich. Das sind die Dilophosaurier. Gut, die Dimorphodons sind Orchkatzel, Morpheus, Klein-Jens, Freitag, Mamagei, weil das war ein weiblicher Papagei. Dimitri, Aspirin, weil er neben dem Kopf sitzt. Unsere Diplodocus sind einmal Tuplarone und Hanoppas. Also Tupel und Tuplarone und Hanuta und Knoppers. Hanoppas und Tuplarone. Dödi ist der Doedicurus und wir haben zwei männliche Flöße. Warum auch immer die männlich sind. Vor allem, wo ist das zweite? Die müssen ziemlich nah beieinander. Ich müsste mal schauen. Dave, was? Oh Gott. Das könnten meine Namen sein. Ich sage ja, das passt doch nicht. Das sage ich. Wir hatten. Ah, die Triceratops haben wir gar nicht gesehen. Wo waren denn die? Da haben wir Cera von einem Land von unserer Zeit. Ah, da genau. Ein Parasaurier haben wir einen Papagei und einen Schorsch, der Pteranodon. Raptor haben wir einen Yoshi, einen Red, einen Rappi, eine wilde Hilde, wobei das war Chat, einen Michael, der Tyrannosaurus Rex, weil er da grinst, ist der Smiley Cyrus, der Stegosaurus der Stegi, Triceratops Trixie, Trizo und Cera, gut und Ubu, ja gut, ist keine Ahnung, Ubu Silver Edition und Papagei ist der bunte. Das ist die volle Ladung. Namen. Aber passt, Dave, dann kannst du problemlos einen raushauen, einen Namen. Ich nehme ihn. Solange das kein Katisaurus oder sowas ist. Irgendwas einigermaßen normales ist okay.
Soll ich noch einen holen, Jens? Was denn? Ein Argentavis? Nee, komm, reicht doch erstmal aus. Was? Ich habe 3 Sättel. Wir wollten den anderen haben und außerdem, ich kann mich noch erinnern, wir wollten eigentlich zu der Höhle. Mhm. Das wird doch sowieso nichts. Hast du irgendwie völlig vergessen. Nee, vergessen habe ich es nicht. Ich bin bloß am Tiere zähmen die ganze Zeit. Brauchen wir ja auch. Das Gehege hast du noch gar nicht benutzt, wo ich Nee, das jetzt weil gebaut ich habe. den weiblichen Ding noch suche. Ich fliege mir gerade am Luftklong. Ich hol gerade. Ich hab vorher 2 männliche gesehen, aber wir brauchen halt einen weiblichen. Argate, warte mal. Argate war weiblich. Kannst du mal schauen, warte mal, sehe ich halt von da, warte mal. Ah, okay, wir haben zumindest ich sehe einen männlichen Argentavis auf jeden Fall. Das passt, dann haben wir da wenigstens einmal ein paar. Agent Travis. Okay. Heißt der Agent Travis. Machen wir gleich. Mal schauen, der zuerst fertig wird. Der Agent Travis. Und für den weiblichen. Ähm, Du schaust auch, dass die weiter. Ich hab's im Blick, Gut. Es war leider ziemlich nah beieinander, aber ich muss immer wieder mal I drücken, dann sehe ich es auch. Beide noch gut dabei. Ist sau cool gemacht, wenn man es von da aus sieht. Ist schon wieder dunkel, mein Gott. Jetzt müsste dann. Ich will aber jetzt nicht irgendeinen mitnehmen, ich will einen weiblichen haben. Also Argentavis haben wir ohne Ende. Ich werde definitiv ein paar Farben sammeln. Sag das gleich schon. Wir brauchen definitiv ein eigenes Argentavis-Gehege. Kannst du mal den ganzen Bereich, wo wir sind, mit Deckenplatten eindecken? Und dann oben drauf quasi große Falte nach unten machen, geht das? Hey, mit wem redest du? Mit dir? Du willst den komplett vollpflastern? Ja, oben drüber. Licht haben wir ja innen drin, brauchen wir nicht, das ist immer hell. Regnet es sowieso durch die Decke durch. Können wir oben drauf die ganzen Argentavis packen. Die 48, die ich hole. Also wir haben nur, ich meine es wirklich ernst, wenn ich so sage, wir haben noch relativ wenig Dinosaurier, ohne Scheiß. Wir haben fast alle aktuell an den Fleck. Aber wir haben relativ wenig Dinos tatsächlich. Ich fliege mal am Strand entlang. Vielleicht sehe ich da einen. Und das Quetzal, sagst du, willst du das nächstes haben? Also was ist dann lieber? Quetzal oder Höhle? Können gern Quetzal holen, weil Höhle weiß ich nicht was. Also können wir auch noch reinschauen, aber. Oh mein Gott, ich sehe halt gar nichts mehr jetzt. Ist das die Dilophosaurier? Para. Das sind komisch, sind so kleine Kompis, ne? Das sind Trodon oder.
Oder Kompis, je nachdem, keine Ahnung. Die Trudern oder Drodern, wie zähmt man die eigentlich? Die muss man passiv zähmen, habe ich gesehen. Mit Fleisch in der Hand, die spucken nicht, dass sofort an und vergiften einen. Trudernse. Nein. Okay, hier ist der begehrte Dino nicht zu finden. In keiner Ausführung. Weder M noch W noch divers. Was bist denn du eigentlich? Also wenn er so eine gespawnt bei uns in der Höhle, also in der Base. Ja, was soll da gespawnt sein? Passiv-Dinos sind nicht so deins. Ja, es ist komisch. Ich komme da auch nicht so ganz klar damit. So ein Dödi. Trodon oder? Trudon zum Beispiel. Nein, die Trudons haben wir schon da gehabt. Da. Ach, du bist eh da. Ich hab die schon im Blick gehabt, jetzt ist kein Problem gewesen. Achso. Ja, das sieht gut aus. Ja, die schauen beide gut aus. Okay, also das wird der Agent Travis. So Level 15 dann, wenn er fertig ist. Der da ist Level 13, vermutlich Level 8. 19, okay. Vermutlich. Also du, die Kudos, weißt du, so eine kleine Kugel, wenn wir jetzt einen haben, so einen männlichen drinnen. Das war dann, glaube ich, hier noch nicht gespawnt, oder? Meine Güte, ist das dunkel. Okay. Jens, Was denn? geht mit dir. So eine, die Kudos, so Dödi, so eine Kugel. Ist hier noch nicht gespawnt, Nee. oder? So hast du nicht Nee, gesehen. nee. Würde ich auch nicht tippen, dass der da kommt. Nur die Schildkröten, gell? Ja, Schildkröten schon. Ja, die haben wir schon vorgehabt, ja. Hui. Aber Argati ist unser erster Argentavis noch? Ja. Weil bei Pteranodon haben wir ja ein paar verheizt. Oder ich. Doch, die ist auch schon mal einer gestorben, glaube ich, oder? Oh, ich weiß es nicht. Also ich weiß, 2 wurden wir beim Zähmen gefressen. Einen Argentavis wollte ich zähmen, da war mir Betäubungspfeil, war er sofort tot. Den anderen habe ich betäubt gehabt, dann wurde er sofort gefressen, das weiß ich auch noch gut. Aber Pteranodon sind wir bestimmt, also 2 sind wir auf jeden Fall gestorben. Mindestens 2. Und jetzt haben wir uns. Der Seppan ist letztes Mal gestorben, der war schon ziemlich alt. Ziemlich gut gelevelt war der. Der war ziemlich alt. Also ein Altersschwäche gestorben. Der hat sich nicht mehr ausgekannt. Der hat gemeint, der Skorpion bin ich. Kommt was Blaues. Wo hast du die Sättel eigentlich raus, Jens? Aus welchem Strahl, weißt du das noch? Aber ich glaube, Blau? blau? Blau sind normal immer bloß Baupläne, irgendwelche Ludern-Dinger, die meine ich nicht will. Das schwankt doch alles hin und her. Ja, ich glaube, das hat schon irgendein System. Also das Schwert war auch aus dem Blauen. Ernsthaft? Gut, aber war auch ein Bauplan. Blau ist, glaube ich, hauptsächlich Baupläne.
War das Zettel nicht rot? Ich glaube, rot waren die Zettel. Kurz einen Nieser muten. Nieser muten. Mute, Nieser. Ja, komm, auch fertig da. Soll ich zu den blauen hin? Ach, das dauert ja noch ein Kannst du bisschen. gerne machen. Schon noch fast Gas. Jung. Also schnell ist der Pteranodon schon wie Hölle. Der ist extrem, also der ist deutlich schneller wie der Seppel. Ja, aber von der Ausdauer her nicht vergleichbar. Das ist möglich. Gut, er hat aber auch Bewegungsgeschwindigkeit 135%, ne? Hat aber, glaube ich, weiß gar nicht, ob du bist- der Alt der gehabt. Das ist. Ich weiß nicht, wie das genau hinhaut, was die für eine Bewegung, für eine Art nehmen. Oh, ich sehe gerade den Mond, der ist ganz schön riesig hier. Henker und doch, ich bin eine Schwalbe. Okay, Agent Travis ist da. Hat 420 Ausdauer und kann 424 Gewicht tragen. Oh, das ist ein guter. Berg, ein Bauplan Aber, für ein mittelgroßes Beet. Ernst, 424 Gewicht und 420 Ausdauer. Habe ich gelesen. 424 Gewicht und. Dir zugehört. Das weiß ich wieder nicht mehr. Ich glaube, gut, der fliegt eh gerade mit. Werden wir reinschauen. Cool. Welche Taste ist Screenshot machen? F12. Du bist bei mir. Jo. So, was habe ich gesagt? 420 Ausdauer und 424 Gewicht. Okay, das ist 420. Beide Werte ungefähr. Auf der anderen Seite kommt auch was Blaues. Der Archetypus, mit dem wir jetzt die ganze Zeit fliegen, hat, hat gut 1222 Ausdauer jetzt und 708 Gewicht, aber halt gelevelt wie blöd, weißt du? Der ist Level 59, der andere ist Level 15. Also Level 15 wird definitiv deutlich besser, wie der, den wir jetzt aktuell haben. Wie jetzt die ganze Zeit rumfliegt. Travis, ich habe einen neuen Vogel. Wir haben einen neuen Vogel. Du hast doch schon einen. Und gleich kommt sogar noch einer. Wir haben die alle. So, das andere dauert aber noch ein bisschen, ne? Ja. Ja, was ist eigentlich? Das ist ein Weibchen, okay. Ein T-Rex braucht immer ein Männchen. Nee, ist das nicht einer? Hier ist ein Weibchen. Ist das da? Tatsächlich. Ich war gerade dort, also dem her. Pack mal die Agathe auf den Balkon. Willst du oder soll ich? Ich habe es gerade packt. Ich renne dann zu Fuß zum anderen hin. Da brauche ich das ewig hin und her ziehen. Achso, du meinst das Blaue holen, oder was? Ich kann's eigentlich Achso, mitnehmen. nee, ich meinte mit dem Agathe. Nein, Agathe parkt am Balkon, der geht's gut. Und Agent Travis steht oben. Aber ich würde trotzdem mit der Agathe fliegen und du kannst wieder schießen, wenn du magst. Bei dem Quetzal. Es ist so hell. Ah. Oh mein Gott, das ist wirklich hell.
Hell und pixelig. Wow. Abland für der Wasserflasche, oh mein Gott. Gut, dass wir den haben. Du kannst gleich wegschmeißen. Habe ich schon. Das ist genauso, wie ich die mittelgroßen Beete alle wegschmeiße, die ganzen Baupläne. Ich habe jetzt, du kannst noch nicht, oder? Das mittelgroße Beet. Also ich Ja habe jetzt, gut, aber ich habe das jetzt, Ding geht doch nicht. Geht das verloren, wenn du es einmal benutzt? nee. Den Bauplan? Also einer reicht, ja. Dann. Okay, jetzt noch einen Sattel. Schau ich treffe. Oh mein Gott, ist der schnell. Lecco mio. Hm? Was, der letzte? Der Pteranodon ist extrem schnell. Ach so, ja, ja. Und der Dave spielt auch. Was ist denn los? Aber Ausdauer geht doch tatsächlich. Also kannst du die blanken Werte kannst du nicht vergleichen jetzt, das ist ja klar, oder? Also der Pteranodon mit 150 andere Ausdauer hat wie der Agetavis mit 150. Ja, ja, schon. Bist du gerade im Vogel drin? Was machst du gerade, Jens? Hm? Was machst du gerade? Wow. Ein bisschen Benommenheit erhöhen. Ach, Menno. Kann ich mitnehmen? Geht das überhaupt? Also aktuell Ist der nicht. bist du da zu schwer, ja. Also ich lass dich runter. Hm. Typisches Hängen. Ich habe gesagt, aha, der Dave spielt also Ark, habe ich gesagt. Wenn du übrigens magst, Dave, wir können also gerne mal wieder irgendwie was anderes machen. So Fassen oder irgendwas anderes oder DVD, wär ich gern dabei. Hast auch Lust bekommen. Also das ist immer noch nicht, also nur weil wir bei Seven Days to Die nicht einig geworden sind, sage ich jetzt mal. Du baust halt der Timmer neu. Ah, okay. Hm. Ich baue aktuell auch immer wieder rum hier um. Aber, naja, wird noch. Muss ich noch einen Schreibtisch, muss ich dann unterkriegen noch. Und bin jetzt aktuell auch schon ein bisschen am Rumrutschen. Also neben mir kann ich jetzt aktuell runterlangen. So, also hier kann ich aktuell gerade runter, da war vorher ein Schreibtisch. Jetzt aktuell noch auf. Regalbrett muss ich noch an die Wand machen. Ja, die Kabel neu verlegen, weil aktuell 4 Kabel in der Mitte durchs Zimmer durchgehen. Was haben wir noch? Ja, Kästchen brauche ich noch ein neues. Elektrischen Tisch geholt, mir egal. Ah, okay. Also elektrisch verstellbar. Ein Kumpel von mir baut den. Oder baut die Tische. Tatsächlich auch. Also der macht die quasi aus so Echtholz, quasi so komplette Platten. Macht also Antriebe rein, ich glaube bis zu 120 Kilo pro Tisch, was ordentlich ist. Tragfähigkeit. Also die garantieren es quasi. Und Größe halt, wie du es willst, also 2,20 Meter überhaupt kein Problem, 2,50 Meter, 3 Meter Tisch, wenn es wirklich ist, kein Thema nicht. Kann natürlich auch 1,50 Meter haben oder sowas, oder einen Meter, je nachdem. Aber elektrisch verstellbar ist sau cool. Ist quasi aktuell dann der Grund für die Stream-Abwesenheit, sage ich jetzt mal.
So, wenn man komplett aufhört kurzzeitig, dann ist es wahrscheinlich besser. Ja, okay. Ich sage, ich bin gern wieder dabei, wenn wir irgendwas machen, DBD etc. fassen wir. Ich bin für alles zum haben, jederzeit. Nur Bescheid geben. Bin ich gern wieder dabei. Hitze zum Teil auch, ja gut, okay, die Hitze, die. Ja. Die Schwüle bei uns ist mehr, glaube ich, die echt kaputt macht. Ah Gott. Aber auch ruhig melden. Ich frage zwar öfter mal nach, aber nicht, dass ich. Ich will da nicht nerven. Da ruhig dann auch gern herkommen und sagen, hey, wie schaut's aus? Du hast doch mal gesagt. Ähm. Nein, ich bin nur momentan, das ist das Schlimme, wenn man es immer wieder hernimmt, das Zeug, oder eigentlich fast jeden Tag dran sitzt, sage ich jetzt mal. Es ist ja gar nicht so leicht, was Neues aufzusetzen, weil du brauchst das ja am Abend wieder oder nimmst es am nächsten Tag spätestens wieder her, das Zeug. Es ist natürlich aktuell der Umbau relativ, naja, ein großer Umbau kommt erst noch. Ich bin jetzt aktuell am Herrichten am Zimmer, wie ich es haben will, so halbscheidig, also so halbherzig, sage ich jetzt mal. Mir ist gefallen, habe jetzt auch ein paar Kunstblumen gekauft. Kann ich später mal kurz zeigen, wie es aktuell ausschaut. Und ich habe es gestern gesagt, ich glaube, du warst nicht da. Ich habe mir eine Jurassic Park Lampe gekauft. Jurassic Park Lampe, Jurassic Park Lampe. Keiner mag's. Hat die gesehen und muss zusammen. Die hängt dann auch. Ja, wenigstens mal einer, der geil sagt, ja. Perfekt. Und dann so, alles klar. Ich habe noch nie Jurassic Park gesehen. So Kommentare hört man dann meistens. Das ist traurig. Eine Kettenhutlampe, saugeil. Ich muss mal schauen, ich habe mein ganzes Zeug verstaut, sag jetzt mal. Es war ja eine geplante Streamerei, sag jetzt mal, ist ja mehr so passiert. Und, oder zu dem Zeitpunkt also geplant. Ich müsste irgendwo noch vor Zelda, Majora's Mask, müsste ich noch eine Lampe haben. Also die Maske quasi, die leuchtet. Ich glaube die Augen und unten der Bereich. Die müsste ich noch irgendwo haben, da muss man mal schauen, wo die ist. Mein Gumba habe ich wieder ausgeruscht, mein Stofftier. Ich habe dann Donkey Kong und Yoshi, aber das Zeug ist alles verstaut aktuell. Ich komme da aktuell nicht hin. Weil mein ganzer Hausstand davor ist. Und ja, mal schauen. Also ich habe dann so kleine Viereckregale noch gekauft, die ich noch aufhängen will. Also das sind 3 Stück, die glaube ich um 8 Euro kosten alle 3 miteinander. Ganz günstiges Zeug vom Kick irgendwo. Aber muss ja keinen Nutzen haben, muss ja bloß gut ausschauen. Und aktuell war quasi das Zimmer hinter mir ziemlich leer. Also dekomäßig leer, jetzt habe ich quasi geschaut, dass ich ein bisschen was rein dekoriere, so nach und nach. Der hat auch keine Axt, die man am PC macht das Sinn? Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Also kommt drauf an, also bei mir ist teilweise, wenn ich jetzt irgendwie hier, bei mir ist teilweise auch so, dass er dann irgendwie, oh mein Gott, 338 Metallbahnen, was ist los? Dass er ab und zu auch in die Inge geht, weil, aber weißt, der PC eigentlich gar nicht tatsächlich, lustigerweise. Der PC, der spielt sich ohne Ende, das ist das Schlimme. OBS spinnt bei mir rum. Bei mir brechen dann die FPS die ganze Zeit rein. Renderverzögerung, aber Grafikkarte so, was ist denn eigentlich los? Also irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendein Einstellungsfehler aktuell. Oder bis als Grafikkarte zeigt man dann zwar anders, so die so auf 80-90% rumläuft. Der eine Chip, der genau das macht. Die andere ist dann irgendwie, keine Ahnung, bei 10, 15, 20%, weiß ich nicht. Aber Grafikkarte läuft halt eigentlich nur in dem Standardmodus. Also der schaltet quasi gar nicht hoch, sage ich jetzt mal, in den zweiten Gang, wenn man so will. Es läuft noch gar kein Lüfter. Und erst läuft ein Lüfter und dann laufen quasi
Nein, ein Lüfter, glaube ich, läuft dann zuerst und dann, glaube ich, 3 Lüfter, glaube ich, hat sie. Oder 2, ich weiß gar nicht genau. Einmal zuerst einer und dann, glaube ich, 3 oder 2, je nachdem. Der hat 2 Lüfterstufen und dann ohne Lüfter gibt's. Und auch teilweise läuft sie ohne Lüfter, das ist komisch. Also da, die strengt sich nicht an. Aber irgendwas ist da im Busch aktuell mit dem, irgendwas geht aktuell nicht ganz. Keine Ahnung. Also softwaremäßig, sage ich jetzt einfach mal. Ich denke aber, Arc ist da einfach sehr, 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 sehr schlecht programmiert, was das angeht, vermute mal. Weil jetzt aktuell rede ich mit ungefähr 140 FPS rum. Also, und Stream ist schon zwischen 55 und 60. Je nachdem, wo ich gerade bin. Habe jetzt teilweise auch schon, glaube ich, auf Mittel gestellt, manche Sachen. Also, ich hatte es ganz am Anfang, hatte ich es auf episch, also auf dem höchsten. Ist alles einfach frei gegangen, überhaupt kein Problem. 60 FPS durchgehend, die ganze Zeit, also im Stream auch. Und irgendwann hat es mal angefangen zu spinnen. Dann habe ich so 20 bis 30 FPS gehabt maximal, war wirklich ruckelig. Also eher bei den 20 dann immer wieder mal. Dann habe ich neu gestartet gehabt, ein paar Mal, dann ist es besser geworden. Dann habe ich ein bisschen rumgestellt, hat dann auch nichts gebracht. Dann habe ich neu gestartet, dann ist es wieder gegangen. Also irgendwie, keine Ahnung. Komische Sache aktuell. Und mein PC ist jetzt erst einmal ein halbes Jahr alt, von dem her. Und gut dimensioniert, sagen wir es mal so. Müsste eine Zeit lang gehen. Den alten PC, den habe ich aktuell auch noch da stehen. Also da, wo wir dann. Den habe ich jetzt für ja, At Dead of Night zum Beispiel habe ich den hergenommen. Weil der bei meinem PC überhaupt nicht klarkommt. Das Spiel, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was das Problem ist. Es war ein schlecht programmiertes Spiel, muss man dazu sagen. Haben sie ja gesagt, da haben sie extra verschiedene Dinge, was du runterladen kannst, alles Mögliche. Also, das war ganz, ganz komisch. Aber am alten läuft es einfach. Ich will ja Jurassic World Evolution mal irgendwann wieder weitermachen. Da habe ich auch Probleme gehabt am alten PC. Die sind irgendwie, ja, hat dann immer mehr geruckelt, je mehr Leute das waren sind. War der Prozessor dann zu schwach tatsächlich, irgendwann einmal. Hast du da B-Motor reinbaut, Jens? Nein. Nicht? Schaut irgendwie so aus. Hm? Schaut irgendwie so aus. Nö, das sind die normalen. Achso, aber Stein. Ach, du baust jetzt Stein. Jo. Aber wieso? Willst du das da wirklich da abgrenzen? Ist es eine Wand, die du platzierst? Ja. Ich wollte die auch mal probieren. Es gibt große Wände. Ach so. Okay, Ah, nice. das lässt es zu. Okay. Hm? Und du hast jetzt eine Dino-Ein-Ausfahrt. Hier nur eine Ausfahrt? Was meinst du? Naja, weil jetzt ein Tor drin ist. Ach so, ja gut, stimmt, haben wir vorher nicht gehabt. Genau. Genau. Vorher war eine Tür drin. Aber Tür ist auch noch da, oder? Noch ja. Okay. Ja, ich würde sie halt normalerweise noch ersetzen dann. Also durch eine Steinwand. Aber in der Tür machst du rein, oder? Aber ich glaube, ich habe erstmal keine Materialien mehr in dem Sinne. Was? Dann sammel Steine. Wir haben jetzt nimm eine Dödi und sammel Steine. Ich habe einen Bauplan für eine Metallwand gekriegt. Baue mal mit Wikinger drauf weiter, okay, krass. Baust du in, sagen wir's, also mit
Mit irgendwelchen Baumods oder farmst du das Zeug wirklich dann selber oder gehst du wirklich her oder holst du dir die Materialien einfach per Konsole? Kann der eigentlich. So. Oh, Ähm, ich wollte wo ist denn der? wer denn? Da ist der. Oh Gott, ist. Ja, keine Ahnung, wie schnell. Was Der alles ist um selber? 3 Level aufgelevelt. Farmst selber, okay, ja, Respekt. Ja, Respekt. Ach, da ist schon wieder ein Dino-Ei. Also wir haben jetzt 3 Agentavis. Ja, nice. Die nur Eier können wir ja einfach mal. Wir haben jetzt auch ein paar Paare, also von dem her kann ich die komische Abgrenzung da wegreißen vom Haus. Die Steingeländer. Das eine einzige? Ja. Ja. Wenn die sind auf dem Level höher, da geht das ganz gut. Ah ja gut, okay, die Farms mit den Dinos, das haben wir jetzt tatsächlich die meiste Zeit noch nicht so gemacht. Das ist das Problem von uns gewesen. Haben lange Zeit alles mit der Hand gefarmt. War vielleicht nicht ganz so intelligent. Ach so, der Dödi, der viertelt das Gewicht vom Stein. Ja. Ja, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass es prozentual runterbricht. Ich dachte auch halb wie der Argentavis, aber ach nee, Mate, ich kenne das Spiel nicht und ich habe nicht nachgeschaut am Spiel, ich sag's immer wieder. Ich weiß nur das, was ich frage. Aktuell gefällt mir auch so tatsächlich noch. Oh, schneller könnte er Ja, sein. aber man muss die erst einmal holen, die Dinos, das ist ja ganz klar. Oh mein Gott. Dave, bist du noch da? Ich habe gerade gesehen, Kathi spielt Little Hope. Das. Ich bin gespannt, wie lang. Das fest gerade an der Decke hängt. Ah, ich spiele es mit Thomas. Ah, okay, okay, okay. Aber wahrscheinlich trotzdem nicht allzu lang. Sie ist ja doch sehr schreckhaft, was das angeht. So gern sie es mag, aber jetzt schult die ganze Zeit Känguru rum. Ich kann halt mitnehmen, scheiße. Ich hätte das gern. Aber wir waren auf der Liste, also Little Hope. Das ist auch noch Man of Medan und Little Hope, die zwei.
Ich fliege jetzt einmal herum. Sie hat von allem Angst. Ja, das stimmt. Aber alle spielen wollen. Ich fliege jetzt einmal rum, Jens, und schaue, ob ich nochmal so einen weiblichen finde. Was weiblichen? Ja, den Dödi. Na, okay, okay. Ja, auch so für 10 Minuten. Ja, Ich ich habe will dich dann. nur daran erinnern, wir wollten doch so einen Ja, ja, ganz ja, großen weiß Müll. ich. Habe ich schon gehabt, wollte ich so sagen. Ich fliege jetzt einmal rum und dann schaue, wenn ich keinen finde, dann komme ich gleich wieder. Wenn ich einen finde, dann nehme ich ihn halt mit. Wo dann meldet sie sich ja nicht allzu oft, aber also das letzte Mal war sie im Stream wieder kurz dabei, oder war sie da dabei? Sie existiert schon noch, so ist es nicht. Oh, das ist auch cool, der Wasserfall da. Für hier oben. Wäre ein cooler Platz für der Base gewesen. Also rein optisch, sag ich jetzt mal. Dead of Night hat sie ja bei mir damals angeschaut, aber gekauft hat sie das glaube ich auch. Ich glaube schon. Nein, ich habe jetzt aktuell ein paar. Also, wir haben schon wieder ein paar Horrorspiele gekauft. Du kannst aber, wenn du mal Zeit hast, Jens, sag ich Dave, schau dir mal HSH an. Home Sweet Home, also HSH Survive. Das ist wie DBD, sage ich jetzt mal. Im Groben, ob dich das irgendwie interessiert. Ich habe was cool, das ist ein Alpha aktuell, oder Early Access, wie es rauskommen ist am Anfang gleich. Euro, weiß ich nicht, also keine Ahnung. 4, 5 Euro, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, was der aktuell kostet, keine Ahnung. Sind immer noch am Rumtesten, aber schaut ganz gut aus. Also, ist halt mehr als asiatisches Spiel, also ich glaube mehr indonesisch. Ich glaube indonesisch. Also ich sehe keinen, ich komme wieder. Ich gehe jetzt doch nochmal hoch. Das ist ein Kylosaurus. Da ist einer. Männchen, Weibchen. Ich nehme ihn mal mit, dann haben wir ihn. Männlich schon wieder. Na, scheiße. Na, kann ich nicht brauchen. Ich habe trotzdem was Leben gerettet. Okay, ich komme wieder. Ja, das ist der Alpha. Man lernt halt auf den Felsen, was ist denn los jetzt? Kino geht's auch gut ab. Okay. Da wäre der Mammut am Rand gleich. Mammutze brauchen wir auch. Okay. Ich bringe ein Schaf mit. Okay.
Gibt bestimmt Wolle oder sowas. Was? Ich habe auch nur für 10 Minuten. Sag mir wahr. Das kannst du im Gehege mal abstellen, Mach das ich mal. Schaf. Ich liebe Horrorspiele ohne Ende. Er sagt dir was. Wie gesagt, schau es mal an, aber du magst, weil DBD gefällt dir ja auch drum. Ja, vielleicht ist das was Interessantes. Also Home Sweet Home Survive. Nur falls mal irgendwie. Ich hätte eine Pummelparty, ganz anderes Zeug habe ich auch alles. Achso, das ist da Megaloceros. Ah, okay. Haben wir schon das Sattel, ne? Hm. Kann er durchschießen? Muss man das passiv zähmen? Das ist die andere Frage. Warte, ich gehe mal rein. Und, was steht da? Passivzählen erlaubt? Mir schaut nicht so aus. Okay, das geht auf jeden Fall. Okay, das ist auch cool. Jens? So, jetzt noch schnell das Tor wegmachen und eine richtige Wand hinsetzen. Ich kann von da aus meinem Vogel pfeifen, ist dir klar, oder? Also kann ich dir immer noch Betäubungsfall reinhauen. Lass mich mal schnell die Vögel umparken. Hm. Okay, Schaf ist. Was Megaloceros hat man? Megalo. Gut, das ist marode. Ich weiß nicht, was marode heißt in dem Fall. Außer bei marode ist das einfach eine schlechte Qualität wahrscheinlich. Könnte gut sein, ja. Aber es wäre uns ja wurscht in dem Fall. Für dieses komische Schaf hier, für was Ja, willst du logisch. das nutzen? Ich weiß nicht, zum Scheren? Nee, ich meine mit dem Sattel. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war jetzt gerade da, ich hab's gesehen, ich habe mir gedacht, hey Karl, nehmen wir mit. Kann gar nicht so verkehrt sein, das Viech. Also ich denke, es ist zum Wolle Holzrahmen vielleicht ganz gut. Würde ich tippen. Hoffe ich. Hier. Hier, okay, dann machen wir es so. Einmal. Zack, zack, zack. Gut, es ist für Hammelfleisch gut, alles klar. Also da geht ja so Herz drüber, okay. Das ist das einzige Weibchen. Ich level jetzt aktuell in Ausdauer, Jens, gell? Das erste Mal, oder? Wo bist du? Das Vögel. Ich mach's wie bei Menschen, das passt schon. Ich mal raus, da war noch gar nicht so viel dabei eigentlich. Den zum Amelforst wieder raus. Ich will mitnehmen. Betäubungsmittel brauchen wir wieder.
Bauplan habe ich noch dabei. Der gehört oben hin. Bauplan für eine Metallwand haben wir auch noch nicht gehabt. Hm, weiß ich gar nicht. Könnte sein. Wir haben noch nicht, also ich. So. Ja, wie schaut's denn aus? Ja, auf das. Müsste auf das Schaf. Ja gut, das Schaf müsste eigentlich. Das selber können, ne? Äh, Oh mein Gott. Also fressen alles genug. Markiert habe ich es auch. Naja, wenn's bei, keine Ahnung, 40% Sämung ist, da können wir es doch einfach nochmal voll auf bewusstlos machen, dann müsste es doch eigentlich sogar ausreichen. Ja, komm, machen wir das. Schau mal kurz mal an. Ein Quetzalsattel kann ich. 750 Leder, 85 Siliziumperlen und 500 Fasern. Siliziumperlen haben wir. Wie hoch würdest denn du die Wand hier haben wollen, die links dann vom Tor ist? Moment, ich schau mir's gern. Soll ich die dann 2 lassen oder würdest du die dann auch mit 4 Höhe? Du kannst ja mit 4 Höhe machen und mit 2 weitermachen, geht das? Wir haben jetzt 6 Ich mein, Benzin verbraucht, oh mein Gott, das kostet echt gar nichts. was meinst du mit 2 weitermachen? Ja, einfach auf der Ding, auf dem. Du meinst jetzt hier auf der Anhöhe? Genau, hier quasi, also. Hier kann ich weitermachen. Oder mit 3 weitermachen, je nachdem dann quasi. Ja. Zumindest den ersten Bereich einmal. Muss er nicht komplett, oder einfach, dass hier nur ein Zaun drauf ist, irgendwie so nach dem Motto. Also 2 weitermachen würde ich nicht, ich würde schon mit 4 weitermachen. Okay. Aber ich Ja, mein, nur dass ich mal dass weiß, was ich dann bauen muss. wir T-Rex irgendwie reinkriegen, wäre eigentlich doch noch irgendwie noch ganz gut. Okay. Ach, die brauchen wir hier drin nicht. Doch, wichtig. Ja, du baust ein Haus. Ey, das ist ein T-Rex. Wer soll ihn denn da draußen umbringen? Keiner. Ne, schau. Dann baue ich ein Haus. Das ist der Baumeister. Das können wir auch hochräumen, glaube ich. Und du kommst raus und dann tun wir da noch ein bisschen Leder raus. Okay, Das ist Stroh, okay. also Quetzalsattel kann ich herstellen. Ich warte es trotzdem noch, weil ich glaube, der hat 2 Sättel. Wenn es der ist, ob der einen Plattformsattel vielleicht noch hat, ich weiß gar nicht. Geht's noch nicht? Okay, gut. Von da schaut schon cool aus, wenn Dinos anschaut. Aus dem Fenster rausschaut, ganze Armada. So, das geht gar nicht. Martin, Ja, ich bin da. könnten wir vielleicht irgendwann die Kompostdinger mal kurz beseitigen und dafür Fundamente hinsetzen an der Stelle? Weil? Weil ich nämlich eigentlich gerne hier vorne eine Treppe hinpacken würde. Wenn man nicht ein bisschen zu weit rechts ist, kommt man hier nicht hoch. Man muss dann quasi immer hier nah an der Ding vorbei. Aber ich kann nicht eine Treppe ohne Fundament hinsetzen.
Und du Und dann kannst könnte kein... man ja hier das Fundament hier quasi komplett durchziehen bis nach hinten. Ach, so meinst du, alles klar, okay. Aber da müssten halt die Komposthaufen dann mal temporär weggemacht werden. Also vielleicht mal da nicht füllen oder irgendwelche anderen anlegen. 12 Fasern, 50 Holz, 15 Stroh. Ich mach mal 4 Stück. Wir noch. Und Nee, wir haben jetzt wie es hinbaut sind, gefällt es mir eh nicht. Von dem her das. Aber du würdest du wieder an derselben Stelle hinsetzen, ne? Äh, Müssen wir schauen. Ich habe jetzt mal 4 gebaut. Tu die mal um in die Baukiste rein. In die linke, wo weniger drin ist. Wir können die auch. Na gut, jetzt aktuell ist noch ein bisschen was in Arbeit, sag ich jetzt mal. Siehst du eigentlich da in einem Balken bei den Dingern, wann die fertig sind? Redest du mit mir? Ja, Oder ich rede immer mit dir. Ich beim sehe, Herstellen? na, generell auch bei den Räucherkammern sehe ich keinen Balken nach wie vor noch nicht. Und ich sehe ja bei den Komposthaufen keinen Balken, wann die fertig sind. Beim Komposthaufen sehe ich nichts, bei der Räucherkammer sehe ich was. Nein, gar nicht. Da ist unten ein Balken. Unten. Nee, also quasi oben links das erste, da ist quasi dieses Werkzeugsymbol. Achso, die habe ich nicht, Oben, die Symbole. ja. Die stehen bei mir nicht dabei. Und ja, deswegen siehst du es nicht. Jetzt warte mal, Quetzal. Ja genau, es gibt auf Level 97 gibt's noch ein Ding, gibt's noch einen Plattformsattel, aber gut, das bringt uns nichts. Ich baue mal den normalen Sattel. Das, ne? Okay. Okay, ist in Arbeit. Kostet plus 750 Leder, 85 Siliziumperlen, 100 Zement und 500 Fasern. Bloß. Nicht auch nur 20 Kilo. Okay, Sattel haben wir. Lege mal auch zu den Zetteln rein. Okay. So. Dann rüst du dich mal mit den Betäubungspfeilen aus, aber mit richtig. 68? Nimm mal 100 damit. Ich weiß nicht, wie viel das die braucht. Wahrscheinlich müssten es leicht reichen, aber es ist nur Okay, Level ich hab 6. 100 jetzt dabei. Gut. Noch was trinken. Muss ja gleich noch, und ich bin gleich wieder da. Ich habe einfach Hunger, glaube ich. Fleisch mache ich auch wieder. Okay, ich steige gerade wieder. So, ich wiege 110 Kilo. Ja. Das ist wirklich Stress. Gut, Fleisch und Trinken haben wir dabei. Volltrunken sind wir auch. Volltrunken. Habe ich gerade gemacht, jetzt. Ja, du hast nicht voll gemacht. Nee, weil er gerade noch voll weil er gerade noch am Vollmachen war, wie ich dort war. Ja, ich weiß, genau. Das habe ich auch abgewartet und dann gesehen, wo er dann rückwärts ging, dass ich noch ein bisschen was nachlege. Mal schauen, das könnte nahe drankommen. Ich sehe es gerade aus. 650, 55, 57. Das geht rückwärts, okay. Ja, komm, Ja, theoretisch kann man eins noch reintun. Pumpe nur eins rein, ich wollte gerade sagen, ja. Gut. Und 50% Zähmung. Mach Tür zu und komm raus. Und ich frage hier um, dann fliege ich runter. So, ich habe alles dabei jetzt hier. Hm? Ähm, Ich wiege hier 110 Kilo. na gut, das war kein Thema, ich bin lange nicht überladen.
Kann ich die Waffe auswählen? Ja, kann ich. Kannst du, Gut. sehe ich ja. Bleib mal also von der rechten Maustaste weg. So die Maus bloß mit 2 Fingern. Das wäre vielleicht gut, wenn man vorher geschaut hat, wo ist. Was? Mit von der rechten Maustaste wegbleiben? Ist nicht rechte Maustaste zielen? Wenn ich die rechte Maustaste drücke, dann fallst du runter. Ach, wenn du die drückst. Ja, ja. Nee, ja, aber ich muss die ja drücken. Dachte ich, oder? Ist nicht rechte Maustaste zielen und... Na, du schon, warte mal, ich setze ihn mal kurz ab. Oh ja. Ich schaue Okay. erst, wo er ist. Upp. Da ist schon mal genug dabei, das passt. Das ist vorerst einmal. Was frisst denn das Quetzal überhaupt? Fleisch? Vielleicht? Ich nehme als Sicherheitshalber was mit, weil ich weiß nicht, wie viel das da frisst. Dann haben wir ein bisschen was, so ist er nicht. Warum haben wir denn jetzt einen Vogel, der Avocado heißt? Birne hat nicht passt, finde ich. Also leicht grünlichen Stich gehabt. Ja, ich hätte schon so eine Art dreckiger Albino gedacht. Weil Ist das grün? Ja, weil das ist so. gelb, oder? Ne, Ah, das ist eine komische Farbe. das ist grün. Aber es. Ja. Limettengelb. Oder Zitronengrün irgendwie so, ja. Der ist die ganze Zeit hier rumgeflogen. Da vorne soll ich sehen. Okay, ich weiß ungefähr, wo er ist. Gut, also der ist halt auch schon öfter. Ja, mal schauen. Da kriegen wir den irgendwann. Nochmal, willst du dich nochmal auftanken? Ich komme zu dir. Eine Ja. kleine Ausdauer? Oh mein Gott, wie ich das hasse, der das macht. Wenn ich mich hinsetze jetzt. Oh Gott. Also ab und zu weißt, es ist teilweise das Spiel nur traurig. Okay, ich fliege jetzt einmal. Erst gebe ein bisschen Gas da hinten in die Richtung, müssen wir. Da habe ich gerade aufblinken sehen, aber da ist in die Richtung geflogen. Normal müsste das eigentlich irgendwann wieder umdrehen. Der fliegt immer da hin und her. Das da unten ist ein Argentavis, ne? Ja, genau. Hast du das Quetzal schon mal gesehen? Ja. Warst du schon mal genau dort bei dem Ding? Ja, du auch. Bist ja sogar neben dem hergeflogen. Ja, ich schon, aber dass du weißt, wie groß er ist, das meine ich. Ja, ich weiß schon, der ist sehr groß. Ich habe den doch hier auch schon ein paar Mal gesehen, wo ich zur zweiten Base bin. Ah, okay, dann passt schon. Äh, Du schaust da ein bisschen rum? ja, ich habe halt immer ganz schön viele Flügel, links und rechts. Eigentlich nicht. Gut, das stimmt eigentlich, die Krallen. Ja. Hier, der kommt von links. Ah, da ist er, genau. Soll ich schon mal zielen? Warte mal, ich fliege näher ran. Ich bin schon. Ja, schieß, wenn du machst. War nicht so getroffen, oder? Habe ich nicht getroffen? Bei mir hat er nichts angezeigt. Jetzt hast du getroffen. Oh, jetzt habe ich. What? Kann ich schon abhauen, oder? Das hat auch gut ausgeschaut, oder? Oder das wäre die richtige Richtung. Warte, ich schau mal, vielleicht kann man wegtreiben. Die Richtung ist scheiße, Jens, wenn er da irgendwo runterfällt. Muss mal schauen, vielleicht komme ich vor ihm hin. Ja, genau. Ah, das Schneegebiet ist ja gut. Kann ich jetzt? Warte mal, nicht das Schneegebiet. Ja, schieß. Okay. Der macht ja gar nichts. Könnt ihr ein bisschen tiefer fliegen? Oh. Ja, die Richtung. Okay, wo der hinterher geflogen ist, das war ein bisschen einfacher. Hab ich getroffen?
Ich bin mir sicher, Eigentlich müsste ich ja treffen. du mich oder ihn getroffen hast. Jetzt hast du ihn getroffen. Ah, okay. War gut, Ja. ja. Vierter. Ich habe eine halbe Ausdauer. Hat sich auch gut angehört. Hier war aktuell ganz ungünstig. Das Hauptproblem, glaube ich, ist, dass wir den nicht lebendig heimkriegen. Versuchen wir es einfach mal. Mein Gottes Willen. Wie viel braucht der denn? Ja, einiges wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Level 6 ist oder was er hat. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, ob der ab und zu mich trifft. Ja, ich habe schon ein paar Pfeile im Flügel drin stecken, Jens. Warte mal kurz. Du triffst die meiste Zeit mich. Nee. Ich habe Also die meiste Zeit. einige Pfeile im Flügel drin stecken. Aber es macht nichts, ich habe keine Benommenheit. Okay. Also hier, wenn er runtergeht, der beschissen, dann ist er sofort tot. Ich habe jetzt aktuell fast keine Ausdauer mehr. Hier runter wäre auch nicht so prickelnd, weil hier unten ist ein T-Rex. Ich weiß ja, dem kann man meinen, ja. Dann geh von mir aus ein bisschen zurück. Soll ich noch schießen oder? Ja, schieße mal noch einmal drauf. Ganz reden habe ich vielleicht auch wieder um, wollte ich gerade sagen, ja. Ist hier T-Rex irgendwo? Könnte sein. Schaut safe aus, oder? Ist mir zumindest irgendwo hier so? Ja, genau da. Oh, scheiße, ich bin runtergerutscht. Oh, die hole ich gleich. Oh, hier ist ein T-Rex. Bist denn du? Ich bin hier unten. Ich sehe dich nicht. Ah, ich bin hier von Raptoren. Hey, Jens, warte. Ich sehe dich nicht. Ich erwische dich, glaube ich, nicht. Oh mein Gott, ich hab die. Ich hab die nicht gesehen, es ist dunkel gewesen. Und der T-Rex auch noch. Ja. Mhm. Weißt du bist aber weggelaufen, oder? Was? Ich bin auf Schwert umgeschalten und hab zugeschlagen. Ja, du bist weggelaufen, das war das Problem, ja. Also ich bin eigentlich Da runtergeflogen. waren, glaube ich, 2 oder 3 Ja, Raptoren. ich weiß, aber du warst neben mir, ich bin runtergeflogen und wollte dich aufgaben, dann warst du weg. Und dann hast du immer rumgehört und hast irgendwas von Raptoren gesagt. Erst einmal dann, später. Du hättest neben mir stehen bleiben müssen vielleicht, ja. Erstmal. Aber jetzt sehe ich eh nichts mehr. Also ich hätte. Du kannst mich nicht zufälligerweise looten? Ich weiß nicht, wo du bist, keine Ahnung. Ich seh nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Also der Leiche ist sowieso weg, da liegt in der Rucksack dort. Ja, genau. Das wäre ja der Rucksack, der interessant wäre. Der war kein Spot, ich bin hingeflogen, ich habe weder Raptoren gesehen noch einen T-Rex in dem Moment. Ich habe Jens so gefragt, ob da auch irgendwas da ist, er hat auch nichts gesehen. Der T-Rex hätte uns auch nichts gemacht. Ja, der T-Rex war noch ein bisschen weiter weg, aber Ja. die Raptoren sind ja wie aus dem Nichts angeschossen gekommen. Genau, die haben wir auch nicht gesehen, ne? Drum von dem her. Wenn es ja wenigstens nur einer gewesen wäre, aber das waren, waren mindestens 2. Ich dachte ja, es waren sogar 3. Es hätte schon geholfen, wenn du einfach in eine Richtung gelaufen wärst, dann hätte ich dich aufsammeln können. Aber du bist quasi die ganze Zeit immer so auf Felsen rum und dann bin ich nicht rumgekommen. Aber das sehen wir eh nicht mehr. Also das Brezeler Scheißdreck wird, das war mir klar. Aber du kannst sagen, wo ich hinfliegen muss, oder? Den Todespunkt weißt du ungefähr.
Ja, da wurde versucht hast, mich aufzusammeln. Du warst, glaube ich, ja, fast über mir. Und merken Raptoren, Säbels und Tiger oder Skorpione an den Bergschränken. Skorpione sind eigentlich erstmal kein Problem. Und die Raptoren eigentlich ja auch nicht, aber dass die so schnell angefasst kann man. Wir haben eine Pumpgun bekommen. Habe ich auch schon eine gefunden, aber ich glaube, meine war marode oder irgendwie so. Okay, okay. Und Chitinstulpen. Na gut, kann man ummeinen, ist mir so wurscht. Ich bin wieder da. Ach so, warte mal, da könntest du mich ja dann eigentlich auch wieder hinfliegen, ne? Hätte ich vorgehabt, ja. Jo, passt. Warte, ich tue jetzt nur. Aus Sicherheitshalber lasse ich jetzt mal einfach ich lasse mal die Sattel und die Dinger und die Kryokapseln da. Hm, Einfach nur sicherheitshalber. jo. Die Kapsel tue ich einmal zu den Dingern rein, zu den Sätteln, ist ja wurscht. Ja, dass es wirklich der Agentavis nur irgendwie drauf geht, warum auch immer, aus Dummheit. Wünsche ich mir zwar nicht, aber dann wäre es doppelt ärgerlich. Hast du gerade gepfiffen? Jo. Hier liegt ein Ei. Vom A-Gate. Warte mal. Kann ich denn das zwischenlagern? Nein, tust in den Kühlschrank rein, Jens. Tust in den Kühlschrank rein. Ich habe das nur gerade in den anderen reingetan. Den Avocado. Nee, mach das nicht. Das glaube ich ist ganz wichtig. Halten die dich ein paar Tage? Oh mein Gott, wie ich das Haus jetzt runterfallen. Die halten ein paar Tage im Kühlschrank, halten halt deutlich länger. Sieben Tage 23 Vergleich zu 799 Tage. Ne? Ja, aber ich denke mal jetzt für den Ausritt wäre das andere schon aufgegangen. Ach, das Schaf ist fertig. Okay. Schaf hat Beeren gegessen, oder? Schaf hat Beeren gegessen. Ja, ja, okay. So, na wenigstens regnet es nicht mehr. Genau, flieg mal los. Ich weiß nicht genau, was waggeln. Eigentlich fast gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ist. Ja, muss erst mal in die Nähe hinkommen. Ich sehe zurzeit meinen Strahl nicht. Ja, das sind wir aber drüber. Jetzt müsst ihr sehen, oder? Ich sehe gerade. Ich, ich sehe nur Vogel. Ah, hier. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, was war, muss ich ehrlich sagen. Wirklich null. War Nee. irgendwo am Bergrand, hier um den Berg rum war es irgendwo, ja. Auf dem wir jetzt hinfliegen. Der links. Geht mal so rum, Ich habe aber noch keinen Leuchtstrahl. Nein, ich glaube, es war dahinter. Ich weiß nicht, ob du einen hast, wenn du gefressen bist. Sollte doch aber eigentlich immer noch da sein, oder? Ja, der Rucksack liegt rum.
Noch finden müssen wir erst. Also hier leuchtet erstmal nix. Du hast jetzt das Smartphone nicht dabei, gell? Hm? Wo du nachschauen kannst, wo dein Todespunkt ist. Nee, ich hab doch alles verloren. Aber hast du das normal dabei, das Handy? Oder hast du es immer nur in der Rüstung drin? Meinst du das, was in der Hand drin ist? Ja, genau, ich habe das in der Hand schon lange nicht mehr drin. Ich habe das Handy gemacht. Das Handy hat nämlich Gewicht 0,0 und die Hand wiegt 3 Kilo mehr mit dem Ding. Oder 5 Kilo mehr sogar, glaube ich. Mhm. Kann mal schauen, ob ich es nutzen kann. Warte mal. Ne, ich kann es nicht ausrüsten, solange ich fliege. Vorne ist ein Alpha-Raptor, da könnte man hin, oder? Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, sind wir an derselben Stelle? Weiß Oder ich an nicht. einer ähnlichen Stelle? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es war Du weißt also auch nicht, wo wir hingeflogen sind. überhaupt nicht. Ich habe zu tun gehabt, dass ich danach komme irgendwie. Und der Raptor, ich habe nicht aufgepasst, wo ich bin. Und dann habe ich geschaut, dass ich zu dir komme. Ah. Ich sehe jetzt aktuell herzlich wenig tatsächlich. Ja, ich sehe schon was, aber ja, es sieht sicher. hier anders aus. Ich bin mir nicht sicher, ob du einen Strahl siehst. Das war schon im Grüngebiet irgendwie drin. Es war Berghang, es war irgendwo an dem Berg entlang. Ja, richtig, aber ich sehe hier nirgendwo. Nein, ich glaube, es war auf der Hinten. Ich sehe den großen Vogel, sehe ich hier vor mir. Ja. Ah, da, okay, dann ist. Es war ich glaube hier auf der Rückseite irgendwo. Ich sehe immer den Boden aktuell, also ich habe keine Ahnung, wo man. Es wird langsam Mond und Berge, aber. Ja, aber hier ist ein Fluss, hier waren wir nicht. Ja, da ist links von uns der Fluss, aber. Hier irgendwo müssen wir jetzt eigentlich gewesen sein. Ich sehe halt deinen Strahl auch nicht, also von dem her. Ja, ich sehe meinen Strahl auch nicht. Ja, aber ich sehe ihn halt so unter so nicht, das meine ich. Naja, kann theoretisch hier gewesen sein. Ich habe wirklich nicht aufgepasst, aber es war irgendwo hier, wir sind mit dem Quetzal einmal quer über den Berg rüber geflogen, das weiß ich. Ja, da müssen wir uns wohl verabschieden von den Sachen. Na, glaube ich nicht, die finden wir schon. Ja, wie denn? Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ja, wenn wir so schnell aufgehen, dann finden wir nichts, das ist klar. Oh, bieg mal nach rechts ab. Rechts, rechts, rechts. Ja, geradeaus, geradeaus. Scheiße, jetzt bist du, ja. Noch ein Stück nach rechts. Nee, ja, wieder nach links. Ein bisschen höher könntest du vielleicht fliegen, nicht gleich. Ja, ich sehe nichts, Jens. Bleib mal stehen. Oh, wir sind fast da. Da ist mein Grün. Bist quasi fast oben drüber. Da rennen ein Haufen Wildschweine drunter. Wo muss ich hin? Ich sehe es nicht jetzt, du musst mich lotsen. Sag halt was. Einen Tick nach rechts müsstest du. Aber ansonsten, wir sind fast da. Ach, da bei den Felsen. Ja, und da sind irgendwelche Hyänen. Du weißt schon, hier sind vier Hyänen unter uns. Nee, jetzt bist du wieder weiter weg. Also von dir aus gesehen nach rechts.
Aber wenn du mich verfallen lässt, werde ich von diesen Hunden, Hyänen oder was das ist, da eh aufgefuttert. Tja, das wird früher oder später passieren. Soll ich dich mal schmecken lassen? Vielleicht mögst du dich ja gar nicht. Ha. Du könntest ja mal in die andere Richtung fliegen, nach oben. Von mir aus auch relativ tief, dass du die mit hochlockst. Und dann drehst du um und fliegst ein bisschen höher, dass du nicht. Ich sehe nicht, wo ich hinfliege. Ich muss, Ich glaube, du musst den eh bald mal landen. Warum muss siehst ich. du denn nicht, wo du hinfliegst? Das ist doch tachhell. Ich sehe es nicht, Jens, weil du unten dran hängst, verdammte Kacke. Ich muss immer wieder schauen, dass ich weit genug vom Boden weg bin. Wenn ich nach vorne, wenn ich nach unten schaue, dann fliege ich nicht, dann fliege ich ja nach unten. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, du solltest mal irgendwann zwischenlanden. Du hast, glaube ich, kaum mehr Ausdauer, ne? Ich hab noch Ausdauer, doch, das geht schon noch. Wenn ich jetzt So, zwischenlande, dann du lasse bist ich aber dich wieder los. zurück. Verdammte Kacke. Sind die Hyänen jetzt nachgerannt oder nicht? Äh, Du bist der Erste, der schreit, der sich fallen lassen und dann die Hyänen kommen. nee, die sind aktuell nicht nachgerannt. Aber du warst jetzt auch relativ weit oben. Jetzt wird's hell. Jo. Okay, jetzt so schaut's besser. Bergab geht besser. Okay, schauen wir. Flieg mal ein bisschen höher, bitte. Genau, aber du fliegst genau in die richtige Richtung. Okay. Passt, perfekt. Also immer nur geradeaus fliegen einfach. Genau, hinter dem Baum. Weiter, genau. Hinter dem Baum da? Ja, erstmal noch geradeaus weiterfliegen. Ganz, ganz leicht nach links halten und tiefer jetzt. Steil bergab und dann kannst du mich runterlassen. Hier irgendwo. Jo, jo. Genau. Sicher, dass du runter willst. Ja, ich habe gerade eh nichts da. So, jetzt kannst du mich wieder aufsammeln. Oh mein Gott. Genauso ist mir vorher auch gegangen. Dass du quasi immer weggerannt bist von mir. Ich habe mich keinen Meter bewegt. Jetzt Okay. nicht, aber genauso ist mir quasi vorher auch gegangen, weil du ja weggerannt bist. Das habe ich immer ums Verrecken quasi nicht erwischt. Ich konnte einmal kurz einen Rad da unten dranhängen. Ach, Mann. Kompliziert, ne? Kann ich eigentlich ins Inventar gehen, während du mich hältst, oder falle ich dann runter? Ich glaube auf F normalerweise. Also auf I in dein Inventar und auf F, glaube ich, kommst du gar nicht im Vogel rennen. Also pass auf. Wenn du Sattel du siehst, fallen wir beide drunter. Nee, ich kann mich ja nur wieder ausrüsten nebenbei. Okay. So. Ja gut, theoretisch könnte ich weiterschießen. Ja, jetzt schau mal kurz, Moment. Ich würde noch einmal zwischenlanden, dann ich sehe es aber aktuell nicht. Da links ist nur ein Argentavis. Einer. So, mehrere. Da rechts ist einer, links der Boden ist einer. Vor uns fliegt Oder einer. irgendwelche Krabbelfiecher sind da unten auf dem Boden. Skorpione. Der ist hübsch, der links neben uns. Der grün-rote. Da vorne sind ein paar schöne dabei. Aber ich laufe mal auf den Berg dazwischen. Das ist mein Safe Spot, weil ich so schnell immer keiner hochkommt. Mhm. Okay, ja, ich fliege jetzt einfach mal Richtung Heim. Würde ich sagen, oder?
Du schaust auf. Wer ist denn da hinter uns? Das ist auch ein Argentavis, ne? Ja, sage Tavis. Mag der uns so sehr? Der, glaube ich, hasst uns. Warum? Hast du mit dem gerade irgendwas gemacht? Nee, aber ab und zu fliegen sie dir einfach nach. Ha. Soll ich den abwimmeln? Du kannst nur dezent darauf hinweisen, dass er sich bitte verpissen soll. Ach, er hat schon aufgedreht. Okay. Gut, dann. Okay. Schaust du nach dem Vogel aus, oder? Auch. Ja, schon. Okay, okay. Ich weiß nicht, wie auf der Radius, dass wir das sehen. Ich fliege jetzt mal einfach heim in die Richtung. Haben wir noch 800 Meter jetzt aktuell und dann. Und der war hier immer, also der war direkt über unserer Base oft mal. Aber der hat eine andere Farbe gehabt. Vorher habe ich noch Level 6 angeschaut. Aber der war andersfarbig, glaube ich. Ich habe jetzt das Level von dem gar nicht gesehen. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass der angreift, aber der dreht ja tatsächlich einfach nur ab und Ich hätte weg. damit gerechnet, ja, dass er zumindest ein Zabel herhaut, aber der war wirklich einfach nur am Weg. Mein Bruder hat gesagt, Also hat ich er am sehe letzten Camp, dass er an der Bergspitze hängen geblieben, sagt er. Hat er recht die ganze Zeit recht schön draufschießen können. Und wie er dann quasi die Flucht ergriffen hat, hat er einfach umdrehen und ist weg. Hat er da keine Chance mehr gehabt, dass er ihn erwischt. Also er war runtergefallen, dann war er tot. Also, weil er gefressen worden ist. Ich fliege jetzt mal kurz zur Base. Können wir nochmal zwischenlanden, wenn es ist. Schneller. Er fliegt da irgendwo Ja. rüber, zufälligerweise. Ausdauer hast du gerade eigentlich ohne Ende. Ja. Hast Da du, unten ist ein Pteranodon, der ist nicht. hast du das Stream offen oder hast du, siehst du es so auch? Ich sehe das bei dir, wenn ich jetzt hochschaue zum Vogel, dann sehe ich dem seine Ausdauer gerade. Okay, passt. Ah, das ist schon weiterbaut, okay. Ja. Kannst mich auch hier absetzen. Ja. Ui, das war knapp. Hast hättest mich fast umgebracht. Ja, du wärst nicht weit weg gewesen von der Base. Ja, das stimmt. Ich wäre neben Dublerone gelandet. Wobei ich sagen muss, ich bin vielleicht auch schon mal da runtergefallen. Ich bin schon mal vom Agentavis aus ewiger Höhe runtergefallen und mir hat nichts gefehlt. Was ist jetzt passiert? Ich, Wo bin ich? What? Ich bin jetzt gerade teleportiert worden zu dem anderen Punkt, wo du mich vorhin abgesetzt hast. Martin? ja, wo ist der andere Punkt? Ne, da wo du zwischengelandet hast mit dem hohen Felsen. Was? Ich hab dich mit den Krallen, ich hab dich mit den Krallen genommen, auf einmal warst du weg. Ich kann ja nichts dafür. Geh auf Find Tribe Members. Ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du bist. Okay. Ja, ich warte jetzt hier. Ich kenne den Felsen. Hier Also, kommt kein Dino hoch. ja, der Felsen ist relativ safe. Skorpione kommen hoch und T-Rex und so Zeug kann schon auch hoch. Aber es dauert ein bisschen. Sehe ich nicht. Säbelzahntiger ist meistens zu dumm dafür. Bist du fast da? Oh, ich habe den großen gefunden. Der ist rechts von mir, Okay. oder? Ah Gott, ist alles so weit weg. Hast du ein Fernglas dabei? Dann schau mit Fernglas hin. Achso. Dann siehst du das Level. Super. Bei dem. Nee, es ist ein Argentavis. Sorry. Komm, die kennt man doch auseinander. Oh, der war weit weg. Der greift dich an. What? Ja, weicht dir bloß ein bisschen aus, ich bin gleich da. Ich bin ja eigentlich schon da. Kommst du klar? Oh ja, ich mach
Macht dem einiges an Schaden. Ich sehe es aber, ist irgendwie, dass er wirklich. Nö, der will nicht. Ich könnte dich mitnehmen, ich bin da. Die ganze Zeit. Heute geht's, glaube ich, noch relativ gut, oder? Hm? Die geht's noch relativ gut, glaube ich, oder? Mir geht's noch ziemlich gut. Nee, mir geht's gar nicht gut, sehe ich gerade. Ich bin fast tot. Jetzt bin ich getötet worden. Na gut. Aber du weißt ja, wo ich bin. Ich war da, ich habe da die ganze Zeit zugeschaut, weil ich mir gedacht habe, Oh, nee, die nicht. ja, ich komme und hol dich, ich weiß, wo der Zeug liegt. Ich hab, du warst da entspannt drauf gehabt, aber da wird schon passen, ich sehe der Energie nicht. Ich habe dann auch noch mehrfach nachgefragt und gesagt, ja, mir geht's gut, mir geht's gut. Aber nein, mir geht's gar nicht gut, ich bin fast tot, aber ich dachte, super. Und dann bist du wieder so Ja, rumgerannt, ganz, ganz panisch, so links, rechts, und dann habe ich den nicht erwischt. Hey, ich bin doch die ganze Zeit halb im Kreis gelaufen. Ja, aber dann, wie ich hingerannt bin, quasi bist du auch wieder weggerannt. Du bist so links, rechts so wild bei mir. Achso, nee, ich habe nicht gesehen, wo du warst, du. Achso, ich wollte dich aufgaben. Hm. Ah, es ist so traurig. Wir schaffen es noch, dass der Target abschmiert. Bin gleich wieder da. Ein Nockedei. Oh, geschissen hat er. Das stimmt doch gar nicht. Eine dreiste Lüge. Das Laub durchziehen. So tiefe Fliegen hier. Das machst du eh die ganze Zeit. Vielleicht beißt dich Eichhörnchen oder irgendwas aus. Das Tolle ist, wenn man das hier so sieht und wenn man hier unten dran hängt, ist eigentlich einer von den Krallen komplett durch den Oberkörper durch. Ja, bei mir auch. Ich sehe es. Schaut bei mir auch so aus. Zweiten Fuß oder Anfang. Super gesund, aber auf jeden Fall, es sollte halten. Runterfallen tust du wahrscheinlich nicht. Nein, das stimmt. Da vorne ist der Felsen wieder. Sind gleich wieder da. Ja, ja. Aber den anderen hast du nicht gefunden, ne? Ich habe es tatsächlich beim Herfliegen nicht aufgeschaut, aber. Das war auch hübscher. Oh mein Gott. Gut. Kannst du Scheiße wegschmeißen. Oh Gott, was hast du denn alles dabei? Ich bin ja schon zweimal gestorben. Diese ganzen komischen Dinger da. Jetzt, So. jetzt DPD-Autos so Scheiße gegangen. Sagst, dass du fertig bist. Ja. Ja, ich bin fertig. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Ich hab dich mitgenommen. Moment. Nee. Jetzt. Aber super programmiert. Das wäre so ein Bugs einfach da vorhin. Das ist wirklich die Frage, wo der ist jetzt, so, ne?
Wahrscheinlich liegt er irgendwo bewusstlos und pennt. Nee, das wird man sehen. Da wäre dann der Ding unter gezähmt dabei, glaube ich. Nee, wir haben nichts da gezähmt. Nee, ich habe einfach geschaut. Das Schaf ist denn, das Schaf habe ich markiert. So. Aber der landet ja eigentlich nicht, ne? Ganz, ganz selten. Kann schon Okay. sein, dass er landet. Aber ich glaube ganz, ganz selten. Äh, oh, hier oben ist es ja richtig angenehm. Machst du da unten hin? Nö. Nicht so? Der da vorne ist es auch nicht, ne? Nee. Wo da vorne? War rechts, aber nee, das ist auch ein Agatavis. Die Dinger kennt man doch auseinander. Schaut komplett anders aus. Agatavis ist ja viel, 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 viel kleiner. Hier müsste eigentlich rumfliegen. Da vorne ist der Gigantosaurus wieder, der große. Das ist Mammut. Mammut können wir uns auch mal holen. Die gibt es ja in unserem Randgebiet. Schauen wir mal, wie die aus da nicht blöden geht. Ich will jetzt Spot zum Landen suchen. Da vielleicht nicht gerade. Obwohl Mammuts sind ja immer gut, das ist ein Beat, glaube ich, dafür. Sind Mammuts gutartig? Weil Also, du fliegst nämlich ja, Mammuts tun uns nichts. Nein, nein. Ich glaube, ich parke jetzt hier mal. sehr nah sonst. Oh, das ist Känguru. Ja, genau. Känguru macht gerade Liebe mit dem Stein. Okay, das war eine erfolgreiche Zwischenlandung. Jupp. Ich weiß nicht, aber also du schaust da ein bisschen, oder? Weil Ich schaue auch, so gut wie es geht halt von unten. ich bin einmal als ein Vogel dran gehängt, damals bei Dave, ja. Oder bei Kathi, ich weiß nicht, einer von den zwei habe ich mitgenommen gehabt damals. Ich weiß nicht, wie beschränkt das die Sicht ist. Das ist gar nicht so leicht. Das schaut von hier aus deutlich leicht. Also von mir aus gesehen müsstest du alles sehen eigentlich. Bloß ab und zu links und rechts mal am Flügel lag, aber ich weiß, wie es ausschaut da unten dran. Also in der Ego-Perspektive kann ich gar nicht sehen. Ja, Da, da siehst du die Krallen oder den Fuß oder irgendwie sowas. Du hast das Fernrohr dabei, oder? das, Das Fernrohr das hast du dabei, oder? Fernglas? Fernglas, ja. Funktioniert das überhaupt hier? Also wenn das genauso schlecht funktioniert wie Ego? Nee, ich sehe gar nicht. Da sehe ich nur A-Gate. Okay, da muss ich es machen. Ich will bloß so gerne sehen, wenn ich sehe, was das für ein Level ist. Aber ich sehe ja nicht mal einen jetzt. Ich auch nicht. Das ist mein Problem. Ich auch nicht. Das ist da oben ist ein anderer, okay, direkt über uns. Da so. Auf der Höhe müssen wir aber sein ungefähr, das wird schon passen. Also ich weiß, er ist einmal hier in der Base zwischengelandet. Direkt im Wasser. Okay. Aber sofort wieder los, also wie ich gerannt bin. Da war so Terry. Hm? Da war so Terry direkt vor uns auf der Klippe. Jo. Du musst ja nicht unbedingt dort zwischenlanden. Oder nicht? Also, hey, du hättest auch oben landen können. Ja, das passt schon. Wir haben wieder Biber gekriegt. Jojo.
Na, einen hatten wir jetzt eh schon. Jetzt haben wir schon wieder zwei. Ja, nehme ich jetzt mal mit, ne? Dauert zwar so eigentlich jetzt umso länger. Der Weg ist das Ziel, oder wie war's? Irgendwie so nach dem Motto. Kann man. Ha, jetzt warte mal. Ich lasse dich mal kurz hängen, warte mal. GPS. GPS-Sender. Kann an lebenden Kreaturen angebracht werden, um den Standort zu lokalisieren. GPS-Empfangsgerät. Verwenden Sie die sonderbare Energie, die von den 3 Obelisken ausgeht, um alle Empfangssonden auf der festgelegten Frequenz zu erreichen. Wir haben ein GPS gekriegt, ein normales, wo wir quasi nachschauen können, wo wir genau sind. Aber die Empfangsgeräte, das Zeug können wir machen, das wäre nicht allzu teuer. Also Elektronik gut kostet ein bisschen, also müssen wir das Zeug haben. Hm? GPS. Also mit dem Shift C, weiß, dürfte ich jetzt, glaube ich, auch drücken dürfen, glaube ich. Ach stimmt, genau. Da kannst du nachsuchen, genau. Das siehst du, welche Dinos in der Nähe sind. Schowald-Dinos. Weißt du noch mal, wie der genau heißt? Quetzal. Wie wird denn das geschrieben? Q-U-E-T-Z-A-L. Quetzal. Nein, ist keiner in der Nähe. Ja, dreh mal um, es wird dunkel. Ich kann mal bitte. Es ist eigentlich erst 11 oder 12. Tatsächlich, okay. Na dann fliegen wir noch ein bisschen weiter. Also Moschops ist in der Nähe, Maganeura sind ganz viele. Ganz viele. Lystrosaurus. Was für Ding? Ein Lystrosaurus. Den kenn ich nicht. Die ein bisschen tiefer. Diplodocus, Dimorphodon, Dilophosaur, ganz viele Kompis. Karnos. Aktualisiert sich das automatisch oder musst du selber suchen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wird gerade wieder neu geladen. Oh, nee, ich muss neu suchen. Jetzt habe ich Säbelzahntiger ohne Ende. Riesige Bienenkönigin. Okay, nice. 2 T-Rex, 2 Antekraptor, Pulm als Skorpion. Okay. Eine riesige Bienenkönigin. Ja. Nee, aber Die kann immer noch hängen. nix. Ah. Allosaurus. Ah ja. Was sind die mit Daumen? Also hier ist keiner in der Nähe. Wie heißt der ganz große? Quetzal. Q-U-E-T-Z-A-L. Also nee, ich meinte eigentlich hier der ganz große Dino. Also irgendwas mit Giganto oder mit irgendwas mit C, bla bla Vielleicht oder. Titanosaurus. Titanosaurus kann also Titano oder Giganto, irgendwie so, genau. Okay, ja. 4 Säbelzahntiger sind in der Nähe. Ah, es kann sein, dass ich stehen lassen muss, Jens, wenn das da vor uns da ein Weibchen ist. What? Wie geht's denn der Ausdauer? Aktuell. Bleib mal da stehen, wo du bist. Du bist wieder weg, oder? Ich bin in der Base. Was ist für ein Kack? Wirklich. Ja, ich stehe jetzt auf dem Dach drauf. Ich habe einen weiblichen Dödi, das passt. Komm ich mit dem zurück.
Wenn ich quasi hinfliege und dich mitnehme und du packst in den Boden rein, dann passiert das anscheinend. Schau mal bei der Base, wo der zufällig ist. Der Saurier. Welcher Sauer? Der große. Quetzal. Ist er nicht. Ich habe gleich geschaut. Kann es ja sein, dass er despawned ist. Na gut, ausschließen kann man es nicht. Also sie sind überall auf der Map immer wieder mal vertreten, glaube ich. Oder ja, nicht unbedingt überall, aber relativ selten. Aber hier habe ich das ganz immer wieder fliegen sehen. Fliegt die Strecke natürlich auch oft, sagen wir mal so, aber die waren jetzt immer wieder mal dabei. Da ist das Tor zu. Also in dem. Entschuldigung, das Gehege meine ich als zu. Und legen wir Okay, mal ab. ja, hab ich zugemacht. Was hast denn du geholt? Ein, Ach so, Ein weibigen Steine vor mir. soll ich betäuben? Wenn du magst, gerne. Äh, muss man da eine bestimmte Stelle treffen? Du musst durch die Löcher du musst durchschießen. Du schießt. Ich sehe den Pfeil hier stecken, der steckt am Ding dran. Genau, jetzt hast du getroffen. Ach, hast du recht. Wie im echten Leben auch, weißt du. Man muss quasi, nicht mehr nur gegen die Wand schießt, das ist scheiße. Okay, da liegt, glaube ich. Ja. Zack. Schau mal, kannst du mal Beeren holen aus dem Nugget? Oh, warte, ich hol's mal. Ach, die Pfeile darf man nicht wieder aufsammeln. Leider nicht, nein. Okay, der wird das quasi gezähmt. Wenn da was dabei ist, passt. Ah, na, da kann man da sitzen bleiben. Haus aus, na komm. Kommt zumindest in den Futterreitus rein. Wie schaust du mit den Beeren aus? Was? Guckst du? Ach, der Dünger ist leer. Ähm, auf was müsste man ähm, Die? die Argentavis leveln? Ausdauer und also Ausdauer, Geschwindigkeit ähm, oder Gewicht. Aber Ausdauer und Gewicht ist eigentlich das Wichtigste, sag ich zum erst. Muss halt schauen, dass es einigermaßen parallel mit hochgeht, sag ich jetzt mal. Ja. Ach, jetzt haben wir wieder so eine neblige Suppe. Da sieht man ja wieder nichts mehr. Da ist da. Da ist drin. Ich bin jetzt aktuell, ich werde die Felder jetzt immer nur nach wie vor hernehmen für die Narkobeeren. Einfach, weil wir es momentan eh für nichts anderes hernehmen. Ich würde zumindest dann wirklich ohne Ende das Zeug machen können, die
Habt ihr vergammeltes Fleisch irgendwo drin? Nee. Also ohne die Betäubungsmittel machen können. Magst du mal in den ersten Drucker Fleisch nachlegen, Jens? Ähm, jo, kann ich machen. Beziehungsweise warte, ich bin eh gerade da. Ich leg gerade Bären So, ab. Dann holt er nämlich sich wieder 80 Stück rein, das passt schon. Achso, ich hab's schon. Ich hab die Kompostbehälter weggemacht, Jens. ach so. Ah, warte mal. Ja, ich komme gleich. So, krieg ich erstmal was zu essen. So. Du würdest aber dann schon wieder dahin platzieren, ne? Ja, irgendwo in dem Eck. Kannst du gleich mitnehmen, wenn du willst. Habe ich was? Die Arbeitsakte gerade mal. So. Wenn du ernsthaft Okay, mach, kommen wir zumindest ein bisschen besser hier hoch. 5 Minuten auf 8 Stunden, alles klar, okay. Ja, ist gut, das ist perfekt. Dann stelle ich es mal wieder dahin, oder? Ja, mach wie du willst. Also, ich kann noch ein paar Fundamente bauen, wenn du noch irgendwas hier. Warte, ich mach's mal so. Ja, vielleicht einfach nur so hintereinander. Mhm. Hier kann noch nichts setzen, ich weiß nicht warum. Wir brauchen ein bisschen mehr Abstand. Okay, so, wollen wir. Einen hätte ich noch. Passt er dahin? Nee, aber ist zu weit. Ist der Abstand. Also. Ich verstehe nicht warum, aber irgendwas stört hier aktuell. Ich könnte komplett in den Weg reinfallen. Und, hier entlang? Hier kann ich nicht hinstellen, wenn ich mag. Mit Fundament oder ohne? Ich weiß es nicht, was ist denn besser? Ohne? Ja, von mir aus mach das mal ohne. Im Notfalls können wir wieder abreißen. Ja, komm. Okay. Du bist die ersten. Warte, machen wir da anderen Stroh rein. Dann arbeiten die wieder. Gut, dann passt das. Düngerproduktion läuft. Jo. Der Düngerproduktion. Macht die jetzt eigentlich wieder was? Ja, nice, die arbeiten wieder. Okay, gut. Wieder auffüllt. Gut. Ich kann jetzt einmal kurz schauen.
Nehmen wir das Handy dazu. Ne, Chrysalis kannst du. Auch noch mit. Bei wie viel Ausdauer ist denn eigentlich dein Vogel inzwischen? Ich glaube 1200 oder sowas. Uiuiui, okay, also richtig hoch. Ja, aber das Problem ist, dass der zwar hoch ist, aber ähm, ja einfach auch, das kann ich mal reden, auch mit mehr Gewicht quasi an mehr Ausdauer braucht. Okay, hier kann man das hinsetzen, aber da steht ein Schrank mehr da. Geht so. Na okay. Verstehe auch nicht, warum das auch nicht geht. Das müsste eigentlich überhaupt kein Problem nicht sein. Was wir heute noch machen, ich weiß gar nicht. Meinte ich, keine Ahnung, also wir werden das vielleicht noch einmal ausfliegen, vielleicht nach dem Ding, nach dem Agentavi, nach dem Quetzal schauen. Eventuell. Jo, ich bin ja sogar schon gerade unterwegs, aber sehen tue ich ihn auch nicht. Ist völlig verschwunden. Verstehe es auch nicht ganz, ne? Die Dinger, dass die irgendwann weg sind, das ist klar. Die spawnen irgendwann wieder weg. Okay, geht noch eine. Aber wir so zocken. Rumeideln trifft es, glaube ich, aktuell eher. Jetzt wundern die sich, ich habe unter die Treppe ein paar Kisten hingestellt. Uiuiui. Okay. Das ist einfach ein Grund, weil keine Schränke gehen, weil die Treppe im Weg ist. Ein Schrank hat hinpasst und einer auf der Stirnseite unten hinpasst, aber es passt. Das ist jetzt ein guter Stauraum, der nicht stört. Schaut zwar nicht so toll aus, aber zumindest kann man könnte man theoretisch Schilder hinhängen, wenn wir wollen würden. Bist du mit Agathe weg? Nee, ich bin mit Travis, glaube ich, bin ich weg. Mit Agent Travis. Avocado kann man alle wählen. Die muss auch benutzt werden, dass der mal auflevelt. Ja, Agathe ist auch relativ gut dabei, gerade aktuell. Dürfte mal allzu lange da, bis wieder der neue kommt.
Okay, ja. Da frisst halt ziemlich viel von dem Zeug, ne? Ähm. Das ist eigentlich ganz gut flott unterwegs, also Avocado eigentlich ja schon von dem her. Naja, flott würde ich das jetzt hier nicht bezeichnen, aber Also ich habe jetzt aktuell bei gut. Avocado habe ich jetzt 539 Ausdauer und 438 oder 439 Kilo Gewicht. Das ist schon ganz ordentlich tatsächlich. Ähm, 540 Ausdauer, 440 Gewicht und 100 Bewegungsgeschwindigkeit. Und meiner hat 110 Bewegungsgeschwindigkeit und gut 708 Gewicht und natürlich 1200 Ausdauer. Aber 708 Gewicht und 1200 Ausdauer verhält sich also das ist, ich habe einmal durchfliegen können. Das ist irgendwie aktuell nicht der Fall und ich verstehe nicht warum. Das ist wirklich anscheinend geht das relativ miteinander nach oben. Mhm. Na komm mit. So. Was macht das eigentlich scharf? Scharf kann leveln. Scharf ist Level 67, okay. Scharf kriegt. Wenn was scharf kriegt. Was bringt mir scharf? Kann scharf geschoren werden. Was? Also. Hm. Der Schere wohl nicht. Gibt es da irgendwas Extriges? Schergerät? Holz? Wolle? Es gibt Wolle. Na, kannst du es mit der Schere? Nee, geht leider nicht. Ach so. Hätte ich versucht. Ich bin dann noch gleich wieder zurück. Ich glaube, unsere Charaktere können auch wieder die Haare beseitigt werden. Ich glaube nicht, dass das der Schaf ist. Ach so. Ja, es ist die. Also die gleiche Version gibt es als Hirsch auch, glaube ich. Da schaut doch aus wie ein Schaf. Steht sogar da, Schaf Level 70. Das habe ich nicht geschrieben. Aber wenn es da steht, muss stimmen. Megaloceros. Megaloceros, doch. Megaloceros. Megaloceros. Os. Ach, Riesenhirsch. Der ist wieder da und ziemlich nah an der Base. Oha, und ich schmiere gleich ab. Schlecht.
Was ist so Also, Ui, Glück gehabt. er ist an der Base, sagst du? Ziemlich nah an der Base. Richtung Genau. Berg? Noch ein Tick nach rechts. Und dann fast zu weit nach rechts, aber ja, ungefähr. Siehst du ihn gerade über uns, Der da. oder? Ist gar nicht näher angeflogen. Das ist der. Das ist der nicht. Ach so, na gut. Du meintest aber den, oder? Der war das nicht. Nein, 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 das ist ein anderer. Dann ist er weg. So, geparkt. Wieso ist denn jetzt Avocado schon Level? Ach so, stimmt, das war ja eh höher. Ich hab grad gelevelt. Ja, ja, nee, der war ja höher vorhin. Warte mal, Moment mal. So, So. Nutzen. Jetzt schauen wir mal nach, was das Schaf kann. Okay, das ist wirklich nur gut für Stroh und Holz. Also Stroh sammelst du mit dem Schaf ganz gut, also mit dem Hirsch. Mal testen. Hui. Ich brauche unbedingt Pferde. Okay. Und Schaf wahrscheinlich gar nicht. Kann rummuhen, das war's schon. Ich kann nicht angreifen. Für was ist das ein reines Reittier vielleicht? Ne, wir haben es. Stehen dabei. Sehr schreckhafter Pflanzenfresser, der meist die Wälder und Berge der Insel bewohnt. Wegen seiner Größe wäre sein angespanntes Verhalten an seinem Ort seltsam. Aber Megaloceros weiß, wie gefährlich die Raubtiere der Insel sind und weiß, dass es sicherer ist zu fliehen, als sein Leben in einem Kampf zu riskieren. Das Geweih des Megaloceros ist sehr groß und eine ausgezeichnete Keratinquelle. Dies macht es zu einer wertvollen Beute. Die Jagd auf einen Megaloceros ist leider nicht einfach, haben wir gemerkt. Einfach mit Nagetavis fangen. Da über viele Hindernisse einfach hinwegspringt und obendrein äußerst schnell ist. Es sind alles können und viele Reiter schätzen diese Vielseitigkeit. Ach, Reiter, okay. Ziemlich leistungsstark und widerstandsfähig, seine Geschwindigkeit und Sprungkraft sind ebenso nützlich. Sein gezielter Geweihangriff kann bei Gegnern Blutungen verursachen, wie deren Gesundheit ausdauern. Okay, also gut. Du kannst springen, sagst du. Ah, okay. Okay, gut, der springt ziemlich weit. Und dann problemlos über das eine Ding drüber, Jens. Okay. Also, ich bin reingesprungen. Ich komme mal wieder raus, ja. Also, es ist ein Reittier. Okay, wir haben ein Reittier. Unser erstes richtiges, sag ich jetzt mal, dass das schnell rennt. Langsam ist er nicht. Was Blaues runter. Ja, ja, bin schon da. Carnotaurus, okay. Nee, das ist weg. Der Teddy ist über uns. Dann könnte man es eigentlich auch mal holen. Im Fliegen? Ach so, wäre ja nicht möglich, gell?
Also ist Ich glaube, ist auch, greifen wirst du ja kaum können, oder? ist auch gerade weg. Ja, außerdem ist es dunkel. Na, da ist er. Ah, der ist oben auf der Ding, der ist oben auf der Anhöhe, ja. Gut, das macht gar nichts, dass man das ausmachen will. Ne. Macht das überhaupt was aus, wenn ich da ausmache? Das macht was aus, okay. Lass mir das an. Umgedreht, ist es besser? Ah, okay. Das bringt schon was. Das ist relativ wenig. Ja, aber wollen wir einmal los? Uhlsinn? Eventuell zwecks dem Drehzahl nochmal. Oh, gerne. Willst du alleine auf Kundschaft gehen? Ähm, Müssten wir nicht. Also, wenn oder kannst du auch gerne fliegen, wenn du magst und rumschauen. Ich weiß noch nicht, wie gut man hier in der Nacht sieht. Ja, beschissen. Naja, deswegen. Beschissen bis gar nicht. Und es ist 23:30 Uhr. Es ist noch länger Nacht. Okay. Oh ja. Ich versuche mich mal dran, noch eine Lampe zu platzieren. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ui. Mit Handy weg. Ist da auch irgendwo? Nee. Okay, es war ein bisschen ein zu früher Abgang. Was ist zu früher Abgang? Von mir war ein zu früher Abgang, sag ich. Ist das so? Komme ich da jetzt hin? Mal schauen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich brauche eigentlich nur mal eines. Und
Eventuell. Warst du gerade bei dem Ding dort, bei dem Nutzlos. Dödi? Was beim Düdi? Achso, ja, ich habe den wieder bewusstloser gemacht. Habe ich mir gedacht, der Bewusstloser. Okay. Wieso machst du meine Tür zu? Weil ich's kann. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Das ist wirklich eine Steckdose hinbauen, oder wie? Hm. Das richtig kapiert mit dem Strom habe ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, nicht nur du. Ach, ich sehe da, wir haben da hinten einen Trodon in unserem Ding drinne. Und Energie. Wo drinnen? Ja, ich laufe gerade mit dem Direx hin. Nee, warte mal. Also hin. Okay. Du könntest mal versuchen, ob du den zähmen kannst, eventuell. Wenn du das Fleisch auf die Null legst und dann irgendwie gibst zum Essen. Das hinhaut aber. Also passiv. Wer ist passiv? Den musst du passiv zähmen. Den Trodon. Ja. Ich weiß, er ist giftig, ich weiß, er ist ein Fleischfresser, aber ja, er muss passiv gezähmt werden. Geht anders nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Den Luphosaurus muss man normal zähmen, also versteht kein Mensch.
Wo ist denn der Parasau eigentlich hin? Ist der noch? War doch irgendwo hier. Da ist er ja. Ich glaube, es hat doch Strom. Okay. Bringt das was? Helligkeitsmäßig schon, oder? Was denn? Die Lampe hier. Ähm, wenig bis nichts. Also ja, das Ding ist jetzt ein bisschen besser ausgeleuchtet. Wir haben eine Frontbeleuchtung vom Haus zum Wasser. In dem Sinne sieht schön aus. Okay, dann ist es, die Lampe ist natürlich nicht so toll hingestellt, aber also du musst die ganze Kabel ziehen, die Verbindungen erneuern, das geht, und du brauchst immer eine Steckdose da irgendwie drauf. Eine Steckdose kannst du wohl bloß auf ein festes Kabel hinsetzen. Naja, okay, gut, das ist, ja, gut. Ja, okay, dann läuft das mal. Ist das nicht so der Wow, leck mich am Arsch, ist das gigantisch super schön. Aber es hat mehr praktischen Nutzen, sagen wir es so. Die Wasserleitungen schauen super aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben auch, die vor allem richtig gut, wie die verlegt sind. Die Stromkabel sind so, naja, eher so mäh. Das hat auf die ganze Zeit das 8 Benzin braucht. Also wirklich seitdem dass wir Benzin haben. Also seit der Generator hier läuft quasi. Ja, ja. Ach, Steine sind auch wieder gespawnt. Nimm mal ein Ding an, so ein Dödi. Hat das was gebracht? Wie viel hast du mit dem Dödi gekriegt? Was meinst du gekriegt? Wie viel mehr Steine? Halt, viertelt der wirklich nur das Gewicht von den Steinen, oder hast du da deutlich mehr abbauen können? Naja, deutlich mehr. Es waren mehr, aber deutlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich die doppelte. Ja, Hälfte mehr vielleicht? Na gut, ist ja schon mal was. Dann versuch's mal mit Ankylosaurus. Der andere, vielleicht, ist, also der kriegt nochmal Metall und so Zeug, kriegt bei dem glaube ich eher. Nur mal testhalber. Hat er an. Das schaut einfach besser aus. Hm? Also das Gehege ist gerne erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Das ist schon ganz gut. Und schaut noch einigermaßen nach was aus. Oh, der ist ja noch langsamer als der andere. Beschwer dich halt. Oh, Jens trippelt vorbei.
Ganz bockig drauf gesessen. Rasende Geschwindigkeit. Oh, es ist doch mehr so, es ist doch mehr ein Keil wie eine Kugel. Also es ist so eine keilförmige Kugel, das passt schon. Ich sehe das ganz genau. Jetzt komm. Oh, der macht Feuerstein mehr, als dass er Steine macht. Okay. Der ist dann also wie eine Spitzhacke, hä? Ja, kann sein. Also der eine quasi die Axt und der andere Spitzhacke. Das ist möglich. Machen wir noch einen zweiten Stein, aber ich. Also stimmt, Feuerstein, Metall und noch irgendwas ist dabei gestanden, glaube ich. Hau mal einen Baum und damit, Sagst du wenn einfach, es da geht. vorne ist ein Baum. Ja, ja, ich habe einen gefunden. Geht, kriege ich Stroh raus. Kommst du runter? Aber ehrlich gesagt, für Stroh bin ich zigmal schneller mit einer Spitzhacke. Ach, Obsidian oder Kristall. Das ist mit dem super. Alles klar, danke dir. Obsidian oder Okay. Kristall ist dreifach bei dem. Ah, okay, okay. Das heißt, den kann man im Vulkan droppen? Kann man den da stehen lassen? Oder nimmst du mit dem Argentavis mit? Festpacken. Oh mein Gott, glaubt den halt bitte auf. Was machst du denn? Ich hänge die ganze Zeit fest, weil ich nicht mehr rauskriege da. Jetzt habe ich ihn. Ach so, war er fertig mit 10? Jo. Gut. Mein Gott, ich überlege. Knutschkugel. Hm. Okay. Okay, also Metall tut der. Was ist denn das? Auch sowas wie Vierteln. Ach so, du bist gerade schon dabei. Okay. Ich mache ihm gerade die Ausdauer ein bisschen und Gewicht. Ja, kannst gleich hier beim nächsten auch weiter. Schaut's bei ihm Also, eigentlich aus? Okay. Okay, es wäre wieder Tag. Neuer Versuch. Wir können einmal. Ähm, liegen ja keine Eier herum, oder? Nee. Kannst du trotzdem, Jens? Komm mal her. Wo bist du? Du bist Roboter. Ja.
verstehe überhaupt nichts von dir. Äh, Hallo? Ich habe gesagt, kurz warten. Okay, ich habe überhaupt nichts So. verstanden. Ja, ich war ja auch im übernächsten Raum. Ach so, So, bin wieder da. komm mal her. Nimm mal das Handy da. Ja, warte, schau mal, brauchst du gar nicht, warte mal. Du kannst ja suchen mit dem Handy, gell, wo der Quetzal ist. Mit dem Drop-Ding. Hä? Du kannst ja im Handschuh schauen, wo er ist. Aber du hast doch gerade irgendwas fallen lassen, oder? Ja, das Smartphone, ja, aber du hast ja das Ding auch, du hast ja quasi das im Handschuh drin, oder? Ich habe das im Handschuh drin, Ja, ja. das ist gleich. Das wurscht. Du könntest mal schauen. Bist du schon wieder weg? Komm. Ja, ich bin wieder drin gewesen. Gehe ich nochmal raus? Also irgendwie aktuell komisch. Hattet ihr das schon mal, Dave? Wenn Argentavis aufheben jemanden und dann spawnt er sonst wo? Du kannst immer mal schauen, ob du irgendwo eine Quetzal findest. Nee, okay. Aber schon mehrfach gehabt. Ich meine, auf der Uhr schauen, also auf den Ding. Das da oben ist ein anderer. Netrodon Titanomyrma-Soldat. Was ist denn das? Das sind so Ein die Käfer, Soldat. das sind die Käfer. Ah, okay, okay. Terry Tapejara. Ja, das sind da unten, ne, genau. Was ist denn ein Equus? Na gut. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Name wie E? Equus. Keine Ahnung. Sind Pteranodons. Hier ist keiner in der Nähe. Pferde könnte man so holen, das stimmt ja. Die gibt's in dem komischen Red Forest. Aber kannst du Pferde nicht einfach so greifen? Wie einfach so greifen. Naja, und quasi auch bei uns zähmen. Also ich glaube, so tief fliegt der nicht, oder? Achso, du meinst die mit Argentavis greifen. Jetzt. Ja, ja. Okay, ja, Und bei uns zähmen. das, theoretisch, ich weiß Aber nicht. irgendwie, der ist weg, der andere. Ja, Server Neustart wird es richten. Dann kommt er wieder. Garantiert. Über uns. Was ist das über uns? Das andere. Ich seh's Nein, nicht. das andere. Das andere. Okay. Sie ist ganz klar an der Kampfform am Kopf. Ein kleiner oder was war das für einer? Das war ein kleinerer, ja, der wo da oben drüber war. Das war, ich weiß nicht wie er heißt, aber kein Pteranodon oder auch kein Quetzal. Ich kann mal schauen, ob ich Pferd krieg. Soll ich? Ach so, Ekus sind Pferde. Ah. Dann waren da irgendwo in der Nähe 3 Stück. Okay, nice. Was bist denn du eigentlich? Ach, das ist alles, ja. Was warst du für ein Viech da? Du hast die noch mal gerade gesehen haben.
Tapechara. Tapechara oder Tapiara. Tapechara wahrscheinlich. Ist der, das ist das Viech, das wir gesehen haben. Wo sind denn Pferde eher? Im Wald drin? Das war jetzt mehr eine Frage an Dave, sag ich jetzt mal. Also Terry? Ich weiß nicht, wie groß die Viecher sind. Das gewisse Grundgröße werden sie schon haben. Was? Warte mal. Kurz wichtig, dass es durchfliegt. Jetzt. Redwood oder freier Bereich. Redwood hat man direkt vor der alten Base. Also geht's auch. Okay, hier ist wohl keins. Okay, das geht. Ach, dass er grün ist. Ich glaube, das Mitnehmen glaube ich auch nicht so hin. Hm? Du meinst greifen, oder? Oh mein Gott, scheiße. Oh, du schwimmst. Das Pferd auch. Hm. Doch nur mit dem Grünen probieren. Ne, ich kann es nicht nehmen. Nee.
Ach, Moment einmal, das könnte vielleicht nicht gehen, weil ich die komische Handy in der Hand habe. Bufo? Frogs im Sumpf, okay. Ah, ich hab's. Haben Sie eins? Hm? Wir haben ein Pferd? Ja, also ich hab's dabei gerade. Okay. Geht doch, ich hab bloß die komische, das Handy quasi offen gehabt, dann kann man, man zeigt dir quasi immer, wenn du das Handy offen hast, dann hast du quasi einen Dino ausgewählt und du kannst mit der rechten Maustaste kannst quasi immer wieder nachjustieren, wo er gerade ist. Okay. Das wusste ich nicht. Macht du quasi teilweise auch keine Greifsache nicht. Muss man denn. Tut er was? Ich glaube, die musst du. Ach Gott, kommt der Karte wieder rein. Gibt's hier Karotten in dem Spiel? Hm. Dave, gute Nacht. Ja, wir könnten dann auch irgendwann aufhören. Ich probiere das mal, wie das mit dem Pferd noch hinhaut. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Super. So Kinderkarussellpferd oder was? Oh mein Gott. Ach komm, Pferd ernsthaft. Da lässt sich ja mal. Tut man mal nichts, da lässt sich betäuben. Rennt halt weg. Kann er nicht aus, weil er hier im Stall. Okay, liegt. Ja, aber ich kann nicht rein. Na. Hm? Pferd muss irgendwie, ist ebenfalls Also passiv. passiv gezähmt werden. Ja. Okay, dann wissen wir das zumindest. Hat aber mit Bären auch nicht funktioniert. Ach doch, warte mal. Wir haben schon irgendwas gehabt. Es gibt Gemüse auf jeden Fall. Kartoffeln gibt es auf jeden Fall. Kartoffeln haben wir schon mal eine gehabt. Also einen Samen dafür. Da gibt es auch Karotten. Karotte Pferd. Frage ist, wo man sowas kriegt. Oder ob man sowas kriegt. Wo und ob. Kurz hoch. Was hast du dabei? Okay, das ist da.
Geh mal raus. Okay, du sammelst fleißig Kothaufen, merke ich gerade. Ähm, Weil draußen schon wieder einiges voll ist. Meinst du? Ja. Ja. Wie, mal schauen, wie das da geht mit dem Umpflanzen vom Feld. Wahrscheinlich einfach den Dünger rausnehmen und gehen wir davon aus, dann wird das wahrscheinlich kaputt gehen. Selber. Also mit den Beeren haut ganz gut hin. Gucken wir mal, gerne rausmachen, ist wurscht. Die zwei kommt einfach drauf zusammen. Mal kurz schauen, aber also wenn du Samen kriegst, Jens, schau mal bitte auf, was wir da haben. Auf unser kriegen quasi, was wir da für Zeug kriegen. Ob wir wirklich halt, ich glaube Gemüse, glaube ich, wäre das Zeug, das wir wirklich anbauen sollten, dann hier in dem Bereich. Narkobeeren können wir natürlich auch noch machen. Ja, aber Oder müsstest du da nicht irgendwie Gemüse einsammeln? Das tun wir aber nicht, wenn wir im Gras sammeln. da haben wir so ungefähr 1900 Narkobeeren, also wir sind und einige Betäubungsmittel. Warte mal kurz mit. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also 2000 Betäubungsmittel. Hier müsste auch noch was mit drin sein. Das sind auch nochmal 465, also 2465 plus bestimmt 300 Stück in der Agathe drin. Also wir haben Betäubungsmittel haben wir ein paar. Problem ist bloß wirklich jetzt die Pfeile. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? Ja, haben wir auch noch. Okay, es eilt auch noch nicht. Hast du noch Pfeile im Inventar, Jens? Ja, ja. Betäubungspfeile? Ja, also die roten. Ja, 77. So viel habe ich ja nicht verbraucht. Okay. Ich habe jetzt auch nochmal mit. Ich kriege ihn jetzt wieder weg. Okay, 2, 4. Ah. Jetzt kann man mit den ganzen Viechern da machen. Ich level das einfach auf dem Nahkampf starten und auf Gesundheit. Naja. Okay, aber ich würde sagen, wir hätten auch für heute, oder? Jens? Jo, können wir dann. Bist gerade am Bauen, sehe ich gerade. Ja, ich bin gleich fertig. Ja, ja, ja. Was ist das für ein komisches Holzgerüst da rechts daneben? Mhm. Über der Tür, das Zeug. Sieht hässlich Ja, aus. das ist halt das, wenn du einzeln baust. Das sieht dann immer so aus. Das ist nur der Vierfacher, der eigentlich so cool aussieht und da auf beiden Seiten
genauso ist. Warum das beim anderen nicht so aussehen kann, kann ich dir nicht sagen. Ah. Schwierig. Das Thema Gemüse, ja. Kriegen wir nicht durch Gras auszupfen, das ist richtig, ja. Das gibt mir Mhm. das will ich ganz kurz nachschauen, ob es Ark Karotte. Okay, gibt's. Karotte gibt's. Dieses Wurzelgemüse scheint in der Nähe von Säugetieren, aber nicht von Dinosauriern zu gedeihen. Sie ist daher vor allem in den Bergen zu finden. Die Karotte ist eine von 4 Gemüsesorten im Spiel. Sie kann mit Karottensamen in einem mittleren oder großen Beet angebaut werden. Eine Pflanze kann jeweils nur bis zu 150 Karotten in einem Beet enthalten. Dieser Gegenstand verfällt sehr schnell nach dem Ernten in ähnlicher Weise wie rohes Filet. Kann aber in einer Räucherkammer oder einem Kühlschrank um eine kurze Zeit länger gelagert werden. 2 Minuten Zeit. Es gibt Das Zitrone, ist, Mais, Kartoffel und Karotte. Aber ich meine, Kühlschrank ist jetzt eigentlich schon ganz nice. Also Kühlschrank war es wirklich wichtig. Wenn ich jetzt schaue, die Narcos 11 Tage, auf der Hand 7 Minuten. Allein wegen den Eiern, was es eigentlich schon wert. Muss man auch mal schauen, wie wir das machen mit dem Zeug dann. Von 4 Stunden auf 455, also 4 Tage auf 455 Tage ist auch ein Unterschied. wir haben irgendwie kaum mehr verdorbenes Fleisch, hä? Nein, gar nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit Dinge hergesessen, aber das kriegen wir wieder. Das kommt von selber. Wir hatten vorher nie so viel Narkobeeren. Darfst du auch nicht vergessen. Ja. Betten werden hier noch nice, ne? Das Pferd steht wieder. Ja, ich hab nichts zu zähmen. Ja, toll, steht da sehr bescheiden da, dass man nicht mehr rein kann. Geh mal einen Schritt, Pferd. Hm. Ich mache uns mal nur ein Bett hier in die Base rein, oder? Da steht aber zum Zähmen Stimmbäre füttern. Okay, das hat mir vorher nicht angezeigt. Ach so, warte mal, ich habe aber bei mir Stimmbären drinne. Ich hatte vorher die blauen Dinger nicht. Was war das für eine Taste? Null, ne? 0 auf die 0 legen, ja. Ups, nee, jetzt esse ich ja selbst. Aber jetzt rennt er weg. Oh. Bei mir hat es vorher nicht funktioniert. Da habe ich mich mit dumm gestellt oder frag mich nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum der auf einmal jetzt losrennt. Weil du drin bist. Ja, hm, Das hatte ich auch das Problem. okay. Gib mal kurz irgendwas her. Hm? Du meinst vom meinen Stimmbären? Na, Ja, oder, Quatsch. Ich hab nichts anderes. ist wurscht.
fallen lassen. Uiuiui. Kann ich das hier machen? Nein, ich glaube Jens, du bist sag grad ein bisschen. Du musst weggehen, glaube ich. Ich war gerade irgendwo fest. Jetzt. Du bist weg, oder? Hm? Ich bin weg, ja, ja, ich bin bei dem blauen. Es rennt ziemlich aufgescheucht rum, ja. Ist da schon ein ganzes Stück weg. Oh, was soll ich? Ja. Ich habe gerade nicht gegessen. Irgendwie beruhigt sich das gerade gar nicht mehr. Hm. Bei dir das gerade anzeigt. Wann oder warum? Bei mir hat es gerade angezeigt, genau. Aber dann ist es losgerannt. Noch bevor ich ihm überhaupt was geben konnte. Okay. Gut, schauen wir, wird das besser? Nee, nicht wirklich. Naja, ich tue die Beeren mal in den Kühlschrank rein. Dann geht's wohl mit den Beeren auch. Naja, mal schauen. Egal. Ich habe da hinten übrigens, ich habe drüber ein Bett in Baukolenz. Und dabei ist, was ich einmal hier zusammenfasst, dass hinter irgendwann kaputt geht, weil irgendein Dino drüber droppt. Wo hast du noch ein Bett hingebaut? Hinter der Treppe, wenn du hochgehst. Ach, da hinten. Okay. Genau, was schauen wir mit. Hier unten quasi habe ich die Kisten hinbaut. Also, hier ist quasi jetzt stirnseitig auch ein Schrank. Die das ging nicht anders. Ich musste diese so schief platzieren, das ging auch nicht anders. Dass die vordere Schrank so schief platziert. Ach, Weil da eigentlich ganz gerade ausschaut tatsächlich. ja, sind sie auch. Aber es ging nicht anders. Ich musste so schief drehen, erst dann ging's. Hätte sie einfach noch ein bisschen weiter weg platzieren können. Nee, das ging nicht. Da war die Treppe wieder im Weg. Okay. Das war komisch. Das war also egal. Naja. Naja. Okay, dann sage ich mal. Ach Gott. Aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt Schluss für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Habe die Ehre und eine gute Nacht. Servus.